Moin, ihr Landratten. Moin aus Hamburg. Herzlich willkommen bei Hamburg Hafen Live. Es ist Sonntag. Sonntag, in guter alter Tradition ein Sonntagsspaziergang. Es ist Weltwetter. Ja, oder? Ja, es Perfekt. ist, also wirklich, es ist so schön, es ist sonnig. Schnatterkalt. Ja, Aber so, schön, also ist ne? ein bisschen fröstelig, aber so ist das halt. Ne? Klare Luft ist dann meistens auch kalt. Ne? Ja, wird's frisch. Ja. So, bevor wir losgehen, ich gucke einmal ganz kurz hier in den Chat. Ich hoffe, dass ton- und bildtechnisch alles soweit in Ordnung ist. Und Ja, wäre schön, wenn man uns versteht. genau, das wäre schön. Dann gucke ich mal, ob hier alles an Technik läuft. Es wäre ja ein Wunder, wenn mal alles laufen würde. Ach, du hast das doch gut im Griff. Ja, ach du, mittlerweile bin ich da auch entspannt. Früher hat mich das mehr mitgenommen oder mehr gestresst, aber mittlerweile ist es eigentlich soweit alles okay. So, dann schauen wir mal. Hier, alles Roger kommt. Andreas Westphal, bestens Bild und Ton, Sehr super. Spitze, hervorragend. Ja, siehst du wohl. Ja, Dann- Mensch, also alle, also ich kann es mir natürlich nicht vorstellen. Ne? Ich kann es mir nicht vorstellen, aber alle, die diesen Herrn nicht kennen, alle, die ihn nicht kennen, das ist Ben Regge. Ein guter Freund des Hauses, will ich mal sagen, Oha. des Kanals Hamburg Hafen Live. Wir haben uns, und da schließt sich der Kreis, auch sogar kennengelernt beim allerersten Livestream von Hamburg Hafen Live, Ja. damals noch mit Robert. Und Ben ist nicht nur ein wunderbarer Fotograf, sondern hat auch ein großes Faible für Geschichte, speziell Hamburger Geschichte, liest sich da gerne ein und nimmt sich immer mal wieder ein kleines Thema vor, wo er dann so ein bisschen sich dran festbeißt Ja. und das dann hier als Livestream vorträgt. Diesmal ist das aber Diesmal, ein ganz schönes Brett geworden. diesmal mussten wir ihn dann mit schwerem Gerät von den Büchern Ja. losmachen. Also ich gebe auch zu, das ist, also andere schreiben da sicherlich, oder man kann darüber eine Doktorarbeit schreiben, deswegen, ich glaube nicht, dass ich alles wiedergeben kann. Ach Ben, Aber- ich glaube, unsere Zuschauer sind da ganz entspannt und aber- wir fangen jetzt gleich einfach mal an Ja. und dann kommst du rein und alles ist gut. Ne? Ganz ehrlich, ich habe da schon ein bisschen Respekt vor dem ganzen Ja. Spaß. Also es geht um die Hamburger Kontorhäuser. Genau, nach der Speicherstadt gab es da so das ein oder andere, wo die Leute geschrieben haben, Mensch, wir hätten ganz gerne Achso, Hafen City. übrigens, die und- 360-Grad-Kamera haben wir nicht angemacht. Ach, Mensch, hast Fällt du mir recht. gerade mal ein. Wie gut, dass du das im Blick hast. Ja. Ich drück mal hinten auf den Knöpfen. Jo, das wäre Den gut. roten, ne? Den roten. So. Macht Geräusche. Musik macht sie schon mal. Macht Geräusche und Musik. So. Alles gut. So. Ist ja vielleicht bei dem einen oder anderen nachher dann doch ganz cool, wenn man das sehen kann. Ja, dann kann man so ein bisschen nachlaufen. Ne? Also generell gab es ja viele Anfragen. Menschen, mach mal Hafen City und Kontorhäuser wäre auch ganz toll. Also es gab da viele Anfragen danach, nach der Speicherstadt speziell. Und ja, im November hatte ich mir dann gedacht, ach komm, fängst du damit an. Machst du Kontorhäuser, kriegst du hin. Speicherstadt haben wir auch gut gemacht. Und dann habe ich das erste Buch gelesen, habe mir gedacht, Scheiße. Das wird eine Nummer. Und, aber das Schöne ist ja, umso mehr man da das betrachtet und wenn man noch andere Lektüre dazu nimmt, dann kriegt man so langsam einen Blick von dem großen Ganzen, wie das alles zusammengespielt hat. Und ich glaube, das kann man heute ganz gut wiedergeben. Ich denke, das kriegen wir hin. Ich freue mich drauf, endlich kommt es raus. Man hat die ganze Zeit gelesen und sich damit beschäftigt. Wir waren in Kontorhäusern, in den Eingangshallen und. Und heute ist es soweit. Können wir das Baby mal präsentieren. Vorab mal die Frage, was ist eigentlich ein Kontorhaus? Ein Kontorhaus ist ein Mietbüro. Ach, Ein Mietbüro, also ein Kontorhaus klingt viel schöner. ja, ich hätte jetzt eher Ja. gedacht, das ist so ein Handelshaus oder so. im Prinzip Ne? ist es das. Also du hast ja verschiedenste Branchen und Gewerke in so einem Haus gehabt, also wenn es zur Vermietung war. Und wenn das nur für den Eigner selber war, dann hast du da vielleicht eine Reederei drin gehabt, die ihre Büroräume dort hatte. Aber ansonsten sind das im Prinzip Dienstleistungszentren, wenn man so möchte. Da sind halt verschiedene Branchen und ja, ist ein Mietbürohaus. Also es klingt Okay. sehr profan. Eigentlich ist es das auch. Aber Hamburg hat die Kontorhäuser doch in einem sehr speziellen, in einer sehr speziellen Art erschaffen. Und ist was Besonderes und deswegen haben wir ja auch einige Kulturhäuser oder einige Kontorhäuser als Weltkulturerbe. Und die wollen wir heute ein bisschen beleuchten. Fangen wir mit den Älteren an und gehen dann quasi zu den Jüngeren
Und dazu gibt es dann eine ganze Menge zu erzählen. Und eigentlich heißt Kontor Schreibstube, was eigentlich den Kreis ganz gut schließt. Also es gab damals, wurde es 1800 Kontor als Schreibstube im Lexikon benannt. Und die Kontorhäuser tatsächlich, die Fensterbreiten haben sich an den Schreibpulten ausgerichtet. Okay. Also das ist alles so ein bisschen auf das einzelne Schreibpult runtergerechnet. Ne? Aber dazu erzähle ich euch gleich dann noch ein bisschen mehr. Ich würde sagen, wir starten, wir drehen jetzt mal die Kamera um und dann geht das los. Das Baby muss raus. Genau, das Kind muss an die frische Luft. Ne? Ganz genau. Ich drehe einmal, ich muss mir noch schnell Handschuhe anziehen. Mach das. Deshalb lasse ich die Kamera doch noch einen Moment. Denn kann sich die Kamera noch ein bisschen warm laufen. Ne? Ja, die Hände sind tatsächlich immer so bei solchen Geschichten das, was als erstes etwas am Frieren und am Frösteln ist. Ja. Okay. Wollen wir uns so ein bisschen auf die Ich würde sagen, Vorhang auf. Ja, los geht's. Müssen wir ein bisschen zurückgehen? Ja, lass uns mal ein bisschen zurückgehen, dann haben wir ein bisschen einen Blick auf das, was hinter uns steht. Weil damit geht's mehr oder weniger auch gleich ein bisschen los. So, also wer hat Bock auf Kontorhäuser? Ja, ich glaube, so reicht das. Wer ist scheiße nervös? Ich. So, dann wollen wir mal. Also, Hamburg hat über 240 erhaltene Kontorhäuser. Davon sind 100 unter Denkmalschutz und dann haben wir noch einige wenige, die mittlerweile zum UNESCO-Weltkulturerbe gehören. Das Kontorhaus hat als solches auch eine optische Wandlung hinter sich. Die ersten Kontorhäuser, die gebaut worden sind, sind an der Mönckebergstraße entstanden. Die Mönckebergstraße wurde gebaut, um den Hauptbahnhof mit dem Rathaus zu verbinden. Und die Mönckebergstraße ist im Prinzip da entstanden, wo damals das Gängeviertel war, zwischen Petrikirche und Steindamm. Da war auch damals der Hotspot der Cholera-Epidemie. Und nach der Cholera-Epidemie hat man die Stadt neu geordnet. Und Kontorhäuser waren das, was man damals brauchte. Und warum man das brauchte, dazu kommen wir nämlich jetzt. Man hat 1880 oder 1879, in dem Zeitrahmen hat man sich entschieden, dass man den Hamburger Hafen ausbauen möchte. Man will in den Hamburger Hafen investieren, man macht den Zollanschluss. Ne? Darüber haben wir im Speicherstadt-Stream schon mal gesprochen. Es kam also der Zollanschluss, die Speicherstadt wurde gebaut und findige Investoren haben sich gesagt, wenn die Speicherstadt gebaut wird, dann wird es einen Umbruch geben in der Stadt. Weil die ganzen Kleinkontore, die es damals gab, von den Kaufmännern, die ihr Kontor, ihr Lager, ihr Ladengeschäft in ihrem eigenen Privathaus hatten, das wurde im Prinzip ab dem Moment obsolet. Denn die Waren wurden im Freihafen gelagert, in der Speicherstadt. Und die Menschen zogen aus der Stadt heraus, denn die Stadt wurde immer mehr zu einer City. Ja, man hat also erkannt, dass man wesentlich mehr Handel treibt und mehr Kontore braucht, mehr Handelsflächen braucht. Und deswegen sind die ganzen Wohnhäuser, die in der Innenstadt waren, abgebrochen worden. Die Parzellen wurden zusammengelegt und dann wurden dort größere Gebäude erstellt oder gebaut und das waren die Kontorhäuser. Ne? Deswegen haben wir an der Mönckebergstraße, Spitalerstraße, Alte Post, Großer Burster, haben wir ganz, ganz viele alte erhaltene Kontorhäuser. Wenn ihr Lust habt, denn beim nächsten Hamburg-Spaziergang, wenn ihr mal da seid, am Sonntagmorgen ist nicht so viel los in den Straßen, geht mal dran vorbei, schaut euch das mal an. Manchmal hat man so eine kleine blaue Plakette, wie zum Beispiel da vorne an der Brücke oder auch gleich an dem Gebäude hinter uns. Da kann man die Geschichte des Gebäudes oder des Bauwerks drauf erkennen. Meistens steht auch noch dabei, wer das Ganze gebaut hat und für wen das mal gebaut wurde. Sehr interessant. Und wenn ihr in der Woche spazieren geht, dann macht vielleicht mal eine Tür auf. Manchmal kommt man rein und kann sich dann so ein Kontorhaus auch von innen anschauen. Kleines Handicap, wir hätten euch natürlich gerne die Kontorhäuser von innen gezeigt. Das geht halt nur in der Woche. Aber das sind natürlich alles oder größtenteils alles Büroräume oder Örtlichkeiten, die natürlich in Betrieb sind, wo halt jede Menge Menschen sind. Und dann ist auch hier auf der Straße richtig Attacke. Ja.
Du bist ja die Strecke ein paar Mal abgegangen und ich war letzte Woche auch einmal mit. Wir können in die Häuser leider nicht rein, haben aber von dem einen oder anderen ein kleines Video vorbereitet, Ja, genau. was wir dann einspielen können, um euch dann zumindest einen Eindruck davon zu geben. Ja, also es ist natürlich, es ist unglaublich spannend, wenn man sich die Innenräume anschaut, die Treppenhäuser. Ich weiß ja, es gibt Fotografen, die haben einen echten Fetisch für runde Treppenhäuser. Da wird fotografiert ohne Ende. Hamburg hat da ganz viele von. Also es lohnt sich tatsächlich, mal eine Tür aufzumachen, wenn sie offen ist, mal reinzugucken. Seid vorsichtig, seid zurückhaltend und nett. Guckt einfach, macht vielleicht ein Foto und dann geht ihr wieder, weil das sind letztendlich ja Privatgebäude. Es ist ja kein öffentlicher Grund. Dass man da reinkommt, ist letztendlich, ja, wenn man so will, eine Goodwill-Geschichte des Eigentümers. Ne? Man könnte ja auch zumachen und man macht nur auf, wenn jemand dann sich angemeldet hat. Ja, also mit dem wachsenden Umschlag im Hafen. Der Hamburger Hafen gehörte damals zu den 3 größten Häfen weltweit mit New York und London. Wir haben also in Hamburg 1888, als die Speicherstadt eröffnet wurde, bis 1913 den Warenumschlag im Hafen vervierfacht. Von 6,3 Millionen Tonnen auf 25,5 Millionen Tonnen. Diese Ware, die musste natürlich irgendwo gehandelt werden. Und das war nämlich genau der Punkt, den damals die Investoren sich schon gedacht haben. Wir brauchen Flächen, Örtlichkeiten, wo der Kaufmann seine Geschäfte abwickeln kann. Und das ursprüngliche Kaufmannshaus, das war eher dunkel, es war schlecht gelüftet, hatte auch schlechte hygienische Bedingungen zu den damaligen Zeiten. Und mit dem Kontorhaus änderte sich das alles schlagartig. Große Glasflächen, beste Belüftung, schnelle Wege in der Vertikalen. Darauf kommen wir gleich nochmal zu sprechen, wenn wir ein anderes Gebäude sehen, dann erkläre ich das gerne nochmal. Aber das Konzept des Kontorhauses hat quasi das alte Kontor, das alte Kaufmannshaus völlig revolutioniert. Und wenn wir hier jetzt davor stehen, dann haben wir eins mit der ersten Gebäude dieser Art. Ich glaube, wir müssen noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Sieht man gar nicht so richtig. Ja, ne? ich bin jetzt schon sehr dicht dran. Also wir haben es eben die ganze Zeit gesehen. Aber Wie ist denn am schönsten? Du hast ja das Bild vor Augen. ich versuche noch mal im Weitwinkel das Ja. zu zeigen. So. Guck mal, da oben kann man auch den Pudel sehen. Aber da komme ich gleich drauf. Da stifte ich Okay, dich welches gleich Haus zum ist denn das hier eigentlich? Das hier ist der Leishof. Gebaut für die Reederei Leis von dem Architekten Martin Haller. Martin Haller zusammen mit Hansen und Meerwein. Leis, war das nicht die von der Peking? Das war die von der Peking. Ah, Ja, genau. Und damit haben wir auch einen kleinen Sidekick zu unserem History Stream Peking. Die Reederei Leis hatte hier ihren Hauptsitz, was heißt hatte, also hat es bis heute. Und der Name Martin Haller als Architekt wird uns noch ein bisschen häufiger begegnen. Es gab im Prinzip 2 große Architektengenerationen, die das Bild Hamburgs geprägt haben. Das eine war Martin Haller mit Hansen und Meerwein, Johannes Grothjan. Das waren so die ersten Vertreter, so die Speerspitze der Hamburger Architektenschaft, die im Übrigen auch das Rathaus in Hamburg gebaut haben. Das Rathaus, was hinter uns steht, was man jetzt nicht sehen kann, das große, ne? Kennt jeder. Martin Haller hat aber zum Beispiel auch den Michel wieder aufgebaut, als er abgebrannt war. Und hat dann dieses Gebäude gebaut im Auftrag der Leis-Reederei. Das erste Kontorhaus der relativ modernen Art, wo die Flächeneinteilung schon modular war der Dovenhof. Der Dovenhof steht leider nicht mehr. Der wurde 1967 abgerissen für ein Verlagsgebäude. Aber dieses Gebäude ist dem relativ ähnlich. Deswegen fangen wir auch genau hier an, weil das quasi so der Anfang der Kontorhausgeschichte ist. Der Dovenhof, um das einmal kurz zu erklären, wurde 1885 bis 86 gebaut.
hatte den ersten Paternoster auf europäischem Boden nach Londoner Vorbild und hatte letztendlich noch Speicherflächen, weil die Speicherstadt noch nicht ganz fertig war, aber war innovativ, denn das Gebäude hatte Elektrizität, hatte fließend Wasser, eine Dampfheizung, verschiedene Aufzüge, Winden und auch eine Rohrpost direkt in den Hafen. Das Gebäude hatte auch einen großen Innenlichthof und das hat dieses Gebäude auch. Denn Martin Haller hat das Konzept des großen Lichthofes auch im Leishof übernommen. Wir haben im Leishof, der gebaut wurde 1897 bis 1898, also im Prinzip so runde, bummelige 10 Jahre später, gibt es im Prinzip ein ähnliches Konzept, was die Innenraumaufteilung betrifft. Man hat einen großen Lichthof, von dem alles abgeht. Wir haben hier in dem Gebäude den letzten oder einen der letzten, mittlerweile weiß ich, wir haben mehrere, noch fahrende Paternoster, was auch bei den Touristen in Hamburg offensichtlich gut ankommt. Man sieht immer ab und zu mal hier kleine Grüppchen hineinlaufen, die fahren dann einmal Paternoster und gehen wieder raus. Das ist aber auch ein Transportmittel, was nicht ganz unumstritten war damals. Man hat es dann, glaube ich, 1970 hat man den Weiterbau vom Paternoster dann verboten, weil es auch eine ganze Menge Unfälle gab. Der fährt relativ zügig. Wenn man aber nicht schnell genug ist, kann es halt zu Verletzungen, Quetschungen und dergleichen kommen. Deswegen hat man das dann irgendwann aufgegeben und hat nur noch normale Aufzüge gebaut. Man hat eine umlaufende Galerie über alle Stockwerke. Und das ist natürlich vom Eindruck her hast du eine große, offene, helle Fläche in dem Gebäude. Es wirkt sehr einladend, sehr freundlich, sehr hell. Wir haben in dem Gebäude selber auch noch eine Skulptur stehen, die sich auf die Reederei Leis bezieht. Die hat sogar eine Doppeldeutigkeit. Und zwar haben wir 3 Figuren da drauf. Einmal den Seemann in der Mitte, der steht für die Seefahrt der Reederei Leis. Dann ist dort eine Frau abgebildet, die vor diesem Seemann leicht kniet und ihre Hand etwas schützend vor ihn hält und in der anderen Hand ein Buch trägt. Das ist die zweite Kernkompetenz dieser Reederei. Sie hat nämlich eine Versicherungsbranche. Ah, okay. Und dann gibt es noch eine dritte Figur auf dieser Skulptur und das ist der Werftarbeiter, der quasi gerade eine Schiffsschraube poliert. Ich weiß nicht, ob Leis auch irgendwie Anteile an Werften hatte, das kann ich nicht sagen, weiß ich nicht. Sie haben viele Schiffe gebaut, vielleicht ist es deswegen ein Hinweis darauf. Man kann diese 3 Figuren aber auch als Analogien zu den Bürgertugenden verstehen, nämlich die Frau steht für Fürsorge, der Mann, der Seemann steht für Stärke und der Werftarbeiter ist das Sinnbild für Fleiß. Okay. Und wenn ihr euch das Hintergrundbild anschaut, dann seht ihr dort Strukturen der Hafenlandschaften und das größte Segelschiff, was die Leis-Reederei gebaut hat, nämlich die Preußen. Okay. Ja, ich sehe schon, das wird ein 5-Stunden-Stream. Ja, wir haben die Einleitung haben wir ja Gott sei Dank jetzt durch. Jetzt fangen wir mit den Ja, Gebäuden das größte, also ein kleines Problem, was wir haben, der Leishof ist dann leider auch der Einzige, der dann gesagt hat, hier bitte nicht filmen. Ja, genau. Es ist sehr eindrucksvoll, du hast ein paar Fotos auch davon. Ich war auch einmal drin. Es ist wirklich sehr, sehr schön da drin, also ganz, ganz toll. Aber die haben dann gesagt, Leute... Ja, wir haben schon so viel Besuch. Die wollen eigentlich gar nicht, dass man zeigt, wie schön es ist, damit da nicht so viele Besucher hinkommen. Ja, also ich glaube, die haben tatsächlich einen gewissen Besucherdruck. Ja. Also von daher, wenn ihr da hinkommt, seid vorsichtig. Schleicht euch rein. Macht eure Runde und dann geht ihr wieder. Kleines Foto, zack, wieder raus. Was dieses Gebäude betrifft, kann man auch sagen, wollen wir weitergehen dabei, ja, oder? Lass uns mal weitergehen. Wir fangen jetzt mal an, ein bisschen zu laufen hier. Ja. Ne? Das ist ja auch ein Walk und kein Standing. Nicht? Übrigens das hier ist eine der ältesten Brücken Hamburgs. Warte, die zeige ich gleich mal, wenn wir rübergegangen sind. Genau. Nennt sich Trostbrücke. Ursprünglich erstmals erwähnt 1266 als Holzbrücke. Und da stand wohl ein großes Kreuz drauf, deswegen Trostbrücke. Und sie ist die Verbindung zwischen der bischöflichen Altstadt
und der kaufmännischen Neustadt. Also wirklich, hier war der Übergang zwischen der Hamburger Altstadt mit der Hammerburg, also der Warft, und dem neu gebauten Kaufmannsviertel. Und deswegen haben wir auf der linken Seite für die Bischofsstadt stehend St. Ansgar als Figur und auf der rechten Seite haben wir Graf Adolf III. Zu Schaumburg. Der steht für die Neustadt. Das nur mal so als Information nebenbei. Wenn wir schon mal hier sind, dann kann man das ja zumindest mal kurz erwähnt haben. Ne? Wurde denn 1881 komplett neu aufgebaut, die Brücke. War damals, wie gesagt, eine Holzbrücke. Hier hat man dann in Hamburg auch die Geldwechsler angetroffen. Ist das nicht schön mit dem Glockengeläut? Ja, ich wollte gerade sagen, Sonntagmorgen, und wenn sonst kaum Geräuschkulisse ist, dann aber Kirchen. dann fällt einem das erstmal richtig auf. Okay, Ja? gut. Ja. Also das war der Leishof. Das ist der Leishof, genau. Und man könnte auch sagen, Patriotismus trifft Spleenigkeit. Karl Leis war offensichtlich sehr stolz auf sein Heimatland und hat dort Figuren an den Leishof bringen lassen. Unter anderem Mölke, Bismarck und die beiden Kaiser Wilhelm I. und den II. Mölke und Bismarck, die haben sich so ein bisschen in den Flicken gekriegt, als es um den Nord-Ostsee-Kanal ging. Mölke wollte ganz gerne eine neue Schiffsflotte, eine Kriegsflotte haben und Bismarck hat gesagt, naja, für eine Kriegsflotte brauchen wir einen Kanal, damit wir auch die Ostflanke mit sichern können und hat dann damals den Kaiser so ein bisschen um den Finger gewickelt und hat sich dann durchgesetzt. Und wenn ich sage Spleenigkeit, wenn wir uns jetzt auf den Weg machen zu den anderen Gebäuden, dann zeigen wir euch mal, was ich mit Spleenigkeit meine. Denn jeder kennt ja so ein bisschen die Geschichte, warum die ganzen Leisschiffe mit P anfangen. Ja. Da gibt es eine Frau, die Ehefrau von Karl Leis. Ach stimmt, da müssen wir noch einmal zurück und noch mal Genau, was wir zeigen. kommen jetzt sowieso dran vorbei. Deswegen. Ach, wir gehen in die Richtung jetzt. Wir gehen jetzt genau in die Richtung. Alles klar. Und deswegen passt das gerade ganz gut. Die Ehefrau von Herrn Leis hieß mit ihrem Spitznamen, na, wer weiß es? Ich gebe euch ein paar Sekunden. Sie wurde Pudel genannt. Und das erste Schiff der Hat das was mit ihrer Leis-Reederei. Frisur zu tun, oder? Genau. Ach, siehst du, das hätte man ja auch gleich mit auflösen können. Ne? Genau, es hing mit ihrer üppigen Haarpracht zusammen. Deswegen wurde sie immer Pudel gerufen von ihrem Ehemann. Und ich glaube, das erste Leihschiff hieß auch Pudel. Und ab dem Moment wurden alle Leihschiffe dann mit P begonnen. So, jetzt Und will ich den mal Pudel gucken. hat die Leis-Reederei auf ihrem Dach. Ach, bei dem Licht geht das auch mit dem Zoom hier. Herrlich. Da ist der Pudel. Ja, coole kleine Geschichte dazu, finde ich. Ja, sehr süße Geschichte. Der Leishof. Ich muss mal kurz fragen, eben habe ich gelesen, dass hier 1, 2 hatten Aussetzer. Sind das lokale Probleme oder gab es global ein paar Aussetzer oder läuft der Stream so weitestgehend stabil? Kleine Mini-Ruckler, da gucken wir drüber hinweg. Aber deshalb einmal kurz fragen, ob sonst alles läuft. Welche Richtung gehen wir? Ja, wir laufen jetzt hier quasi um die Baustelle herum. Wo wir leider nicht wissen, was damit passiert. Also hier ist ein großes Areal, da haben wir uns letztens schon gewundert. Wurde alles planiert. Alles stabil, also Stream läuft. Sehr Sind schön. wohl lokale Probleme. Sehr gut. Ja, hier, das ist natürlich ein Sahnestück, das Grundstück. Ja. Was hier hinkommt, wissen wir allerdings auch nicht. Ja, ich habe so das Gefühl, wir werden das dann über die nächsten Monate erfahren. Da gehe ich auch von aus. Und wenn wir hier schon mal sind und dran vorbeilaufen, dann ist das hier das Haus der Patriotischen Gesellschaft. Kein Kontorhaus im eigentlichen Sinne, ist der Sitz
der Patriotischen Gesellschaft ist ein Saalhaus. Hier kann man Seele mieten. Die Patriotische Gesellschaft ist ein gemeinnütziger Verein, hat sich damals gegründet aus verschiedenen Bürgerständen, um zu Zeiten der Aufklärung die Bürgerrechte zu stärken und die Künste frei zu machen und dergleichen mehr. Also sehr positiv das Ganze. Und das Gebäude ist nun nicht zwingend etwas, was halt mit unseren Kontorhäusern zu tun hat, steht aber auf historisch wichtigem Grund. Und zwar stand hier früher das alte Rathaus Hamburgs, genau an dem Platz. Das wurde 1842 beim großen Brand dann kurzfristig gesprengt, weil man vermeiden wollte, dass der Brand auf den Rest der Stadt übergreift. Die Sprengung hat leider nicht vollständig funktioniert, sodass der Brand dann trotzdem genügend Material gefunden hat, um dann auch in den Rest der Stadt weiter vorzudringen. Den Silberschatz, den man in dem Gebäude hatte, konnte man nicht retten. Der ist eingeschmolzen mit dem Bauschutt. Teile davon kann man im neuen Rathaus aber mittlerweile besichtigen. Teile des alten Rathauses sind auch erhalten, wie zum Beispiel die Tür, der Türsturz und dergleichen mehr und auch die Figuren, die angebracht waren. Ganz kurz, der Chat hat natürlich wieder aufgepasst. Wir stehen davor und sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Demnächst auf diesem Areal. Aha. Titanic-Ausstellung. Also das hätte ich jetzt in irgendeinem Gebäude erwartet, eine Titanic-Ausstellung. Ja, keine Ahnung, aber das ist ja auch nur eine temporäre Ausstellung. Mal gucken, was danach dahin kommt. Aber also, gut, Titanic-Ausstellung ab 17. April. Du, da werden die hier aber ordentlich auffahren, ne? Ja, aber da muss ja noch einiges passieren. Aber da möchte Schwester Hansen ja unbedingt hin zur Titanic-Ausstellung. Ja, gut. Also stellen wir sie dann, wenn es einen Schiffsbug gibt, einfach mal vorne vor und dann lassen wir sie singen. Ne? Absolut. Wo geht's lang? Rechts, ja, links? rechts rum, mein Lieber. Rechts rum. Ja, Teile des Gebäudes vom alten Rathaus kann man sehen am Museum für Hamburgische Geschichte. Da sind Teile des Gebäudes mit in die Fassade eingearbeitet. Und wenn ihr mal schon mal einen ersten Einblick haben wollt in die Kontorhäuser, die an der Mönckebergstraße und am Burstar stehen, vor dem Ersten Weltkrieg gebaut, dann könnte Paddy eventuell, wenn er möchte, mal eben das Video zum Hindenburghaus abspielen. Ja, das kann ich mal probieren. Hier über die Straße gehen und ihr könnt eventuell euch schon mal einen Eingang angucken. Ja, dann gucken wir jetzt mal, ob das klappt. Das wird jetzt Premium, das wird eine Premiere, wird das vor allen Dingen. Das ist es doch, ne? Das ist es, genau. Jo. Du kannst dabei auch weiter erzählen, die Videos selbst sind ohne Ton. Also das Hindenburghaus ist ursprünglich das City Hotel in Hamburg gewesen. Wurde als Hotel geplant und gebaut von 1909 bis 1910. Deswegen haben wir auch so eine große Halle im Empfangsbereich. Steht aber auch sinnbildlich so ein bisschen dafür, dass vor dem Ersten Weltkrieg die Gebäude, die Eingänge noch wesentlich feudaler waren, als sie nach dem Ersten Weltkrieg gebaut wurden. Na, wollen wir die Grünphase gleich mitnehmen? Ja, ne? Also wesentlich luxuriöser damals gewesen. So, Video ist durch. Nach dem Ersten Weltkrieg. Ich glaube, das hat geklappt. Sehr gut. Und das Hindenburghaus ist dann 1920 umgewidmet worden als Kontorhaus. Selbst Hotels haben dann die Fassaden der Kontorhäuser mit übernommen. Also sie passten dann sich quasi auch in das Stadtbild sehr gut mit ein. Und man muss halt wissen, vor dem Ersten Weltkrieg war ja der Handelsboom in Hamburg so groß. Wir haben ja bis 1913 halt den Umsatz im Hafen vervierfacht. Und hier sind wir jetzt auch schon gleich an unserem ersten richtigen Kontorhaus. Ich würde vorschlagen, dass wir auf die andere Straßenseite gehen, damit wir diese gesamte Fläche sehen können. Und jetzt geht das im Prinzip hier auch gleich so ein bisschen Schlag auf Schlag. Das ist wie so eine kleine Perlenkette.
Oh, wow. Ja, das ist... Also da braucht man tatsächlich etwas Abstand. Ist schon gar nicht ganz so klein. Wahnsinn, die Fassade. Ne, das ist glasierter Klinker, wenn ich das richtig sehe. Und ja, hier sehen wir halt leider zu. Ja, wir kommen leider nicht rein, wie das ab samstags und sonntags dann leider bei den ganzen Kontorhäusern der Fall ist. Übrigens, wenn ihr lecker Steak essen gehen möchtet und ein gut gefülltes Portemonnaie habt, dann geht ihr ins Estancia auf der linken Seite. Kann man gut essen, Beilagen bestellt man sich extra, bekommt man in kleinen Schielchen, schmeckt. Kann ich empfehlen, Okay. kann man reingehen. Okay. Soll ich mal das Video vom Eingang abspielen? Oder, Ja, das kannst du gerne machen. Genau, also wie gesagt, wir waren ja vorher schon da und haben ein kleines Video bei einigen Eingängen gemacht. Das haben wir am Mittwoch gemacht, nachdem wir mit Claudia unterwegs waren, damit wir euch das jetzt einspielen können. Ja, Paddy hat quasi seinen ersten kleinen Privatwalk schon bekommen. Und so können wir euch das zumindest jetzt aus der Konserve Genau. abspielen. Aber ich glaube, es ist okay, ob wir da jetzt live reingehen oder das als Video abspielen. Ja, es ist ja im Prinzip live. Wir sind ja trotzdem da. Wir sind können ja trotzdem da, ganz genau. Na, Ja, und da sind am Ende dann zwei wirklich lebensgroße Elefanten. ja, Ja? neben große Elefantenplastiken. Die Hamburger Kontorhäuser haben eine Eigenart. Eine Eigenart, die für Hamburg typisch ist und die es auch nur in Hamburg gab. Nämlich die Kontorhäuser beziehen sich immer auf den Eigentümer. Ne? Also in den meisten Fällen. Wir haben auch ein paar Ausnahmen, aber in den meisten Fällen beziehen sie sich auf den Eigentümer und der Eigentümer wollte repräsentiert werden. Die ganzen Kontorhäuser, jedes Kontorhaus hat auch seinen eigenen Namen. Es ist ein Haus oder es ist ein Hof in den meisten Fällen. Und so ist es hier auch. Wir haben hier das Afrika-Haus und das Afrika-Haus, die Bezeichnung Afrika gibt schon den Hinweis darauf, wer dort sein Gebäude hat. Und zwar bei der Namensgebung hat man entweder Orte benannt, also geografische Orte, wo der Inhaber des Gebäudes seinen wirtschaftlichen Mittelpunkt hatte. Also hier offensichtlich irgendwo in Afrika. Oder es waren Namen, die halt sich auf die Lage in der Stadt bezogen, sowas wie Hopfenburg, Alsterhaus etc. Ne, das gab es auch. Eigennamen selten, aber auch mal mit vorgekommen. Zum Beispiel Haus Seeburg geht zurück auf den Inhaber Max Seeburg. Und hier haben wir das so, dass man sich auf den wirtschaftlichen Schwerpunkt des Inhabers bezogen hat, und zwar Afrika, Deutsch-Ostafrika. Ein Krieger, der war hier bewacht als Statue den Eingangsbereich und das Gebäude gehört der Wörmann-Reederei. Die größte Privatreederei in der Deutsch-Ostafrika-Linie seiner Zeit. Und alle Details dieses Gebäudes, auch wenn die Fassade relativ schlicht gehalten ist, geben Hinweise darauf. Wir haben die Farbgebung der Reederei, die sich in der Fassade wiedergibt. Wir haben große Elefantenskulpturen, die wir gerade eben gesehen haben. Wir haben Palmen, wir haben den Wörmann-Schriftzug vorne auch in dem Tor drin stehen. Also es gibt immer wieder Hinweise auf den Inhaber und das haben wir bei den ganzen Kontorhäusern, die wir gleich noch sehen werden, auch. Ne? Eine Hamburger Spezialität. Super interessant. Also ich kann dir nur mal sagen zur Beruhigung, Ben, der Chat applaudiert. Ist okay? Ja, ist okay. Ist okay. Ist okay. Sehr schön. Freut mich. Und damit wir, wenn wir gleich die anderen Kontorhäuser uns anschauen, einmal kurz verstehen, warum wir so große Fassadenflächen haben. Es gab eine Evolution in den Hamburger Kontorhäusern, die mit dem Heimatstil anfing. Darauf komme ich gleich nochmal, Heimatschutz und dergleichen, warum. Ne? Aber das Grundgerüst, warum ein Kontorhaus überhaupt so entstehen konnte,
Die Inspiration kommt aus Amerika und die dortigen Hochhäuser, denn in Amerika war die Skelettbauweise bereits erprobt. Dieses Gebäude ist von Martin Haller, gebaut 1899 und ist das erste Gebäude mit durchgehender Skelettbauweise. Gab auch schon Stahlskelette unterstützend in der Speicherstadt, aber vollumfänglich nach dem Konzept eines Kontorhauses ist dieses Haus erbaut, sodass die Fassade ungeachtet der Büroflächen dahinter flächig verläuft, egal ob dahinter der Geschäftsführer sitzt oder nicht. Wir haben hier kein Piano Nobile, wir haben keine besonderen Verzierungen oder höher gestellten Räume, sondern wir haben eine flächige Fassade mit einer bestmöglichen Einteilung und flexiblen Einteilung der einzelnen Büroflächen. Ne? Und durch die Skelettbauweise ist es eben halt möglich gewesen, dass die Fassaden sich nur noch selbst tragen mussten und große Stützpfeiler sind obsolet geworden. Das hat quasi den Kontorhausbau evolutioniert und hat ihn auch erst so möglich gemacht, wie wir ihn jetzt kennen und sehen. Guck, hier hätte man tatsächlich so ein bisschen durchs Tor filmen können. Da sieht man nochmal die beiden. Aber ich fand so einen Großen Spaziergang Elefanten. irgendwie ein bisschen schöner. Ja, ist auch schöner und geht ja auch nicht in jedem der Kontorhäuser, dass Eben. man reinfilmen kann. Ne? Ja, das ist Okay. das Afrika-Haus. Sehr, sehr schön. Damit fing es alles so ein bisschen an. Ne? Also angefangen hat es halt, was ich vorhin schon sagte, mit dem Dovenhof. Aber konsequent dann die Ausentwicklung fing dann quasi mit dem Afrika-Haus an. Und ab dem Moment hat dann die Evolution des Kontorhauses halt begonnen. Mit der Inspiration aus Amerika, dass man ein Gebäude in Skelettbauweise bauen kann und damit mehr Freiheiten im Innenraum hat. Denn das Konzept eines Kontorhauses besteht darin, die Verkehrswege möglichst auf ein Zentrum zu verlegen, genauso wie Sanitäranlagen etc., damit möglichst viel Fläche zur Vermietung frei bleibt. Denn mit der Vermietung kann man Geld generieren. Und das war letztendlich das, worauf es ankam. Ne? Die ganzen Gebäudeflächen, also die Innenflächen, waren so ausgelegt, dass jeder Mieter, wollen wir hier rechts rüber, ja, ne? Dass genau, du sagst, wo es geradeaus lang geht. über die Ampel. So dass jeder Mieter auch im Nachhinein seinen Platzanspruch irgendwo geltend machen konnte und sagen konnte, so, ich brauche aber meine Flächen so und so groß, bitte baut mir das. Musste er natürlich bezahlen, aber es war möglich aufgrund der neuen Skelettbauweise. Die war dann ab 1910 im Prinzip der Standard und ab 1920 gab es dann Stahlbeton. Ne? Wahnsinn, dass du dir das auch alles merken konntest. Ja, was meinst du, warum ich so gezittert habe? Ob ich das alles abrufen kann, aber wenn du einmal den roten Faden will dir hast, mal dann läuft's, ne? wenn es okay ist, will ich dir eine ganz kurze Pause gönnen, dir mal die Kamera in die Hand drücken und es sind schon wieder so viele Zuschauer, die uns hier unterstützen. Ja. Und ich will einmal kurz, einmal Danke sagen. einmal Danke sagen, gehört einfach dazu und deshalb, ich ratter das so ein bisschen runter, bitte entschuldigt das. Der Stefan ist seit 15 Monaten auf der Reeperbahn. Stefan, ganz lieben Dank. Günther, 12 Monate dabei auf YouTube. Danke auch an dich. Christa Hartmann, 2 Euro Superchat. Mike Fassbender mit Hansi, 2,49. Auch liebe Grüße an Thea natürlich. Dann der Fabian mit 2 Euro per PayPal. Ganz lieben Dank auch an dich. Und er schreibt, gestern noch selber in Hamburg gewesen. Ah, sehr cool. Dann haben wir auf Twitch einen Prime-Sub von XX Ballistics. Willkommen an Bord. Dankeschön. Steinkreuz verlängert seinen Sub schon im 7. Monat. Tyrell ist auch mit Wir einem müssen hier nochmal Prime-Sub eine dabei. Runde drücken, sonst Ach wird so, das nämlich müssen wir nix. drücken, Das die ist eine Ampel. Drückampel Ja, hier. okay. Okay. Aber du hast noch ein bisschen Zeit zum Danke sagen. Ja, Steinkreuz, ganz lieben Dank im 7. Monat dabei. Tyrell mit einem Prime-Sub, neu an Bord. Herzlich willkommen. Sedanzi, 3. Monat, Prime-Sub, Dankeschön. Schwarzbart-Jürgen, 200 Bits. Christian Ladwig verschenkt ein Sub. Herzlichen Dank an dich. Dann 10 Euro kommen hier aus Berlin per PayPal. Vielen Dank dafür. Anthony Roberts, welcome to our
Historical Walk, 10 bucks from Portugal. Annette Wasner, 5 Euro Superchat, Dankeschön. Ritschhoff, auch 5 Euro Superchat. Mit einem Coffee to go. Ja, den holen wir uns nachher zur Belohnung. Ja, definitiv. Ich habe extra nicht so viel Kaffee vorher getrunken, damit ich nicht gleich wieder pinkeln muss. Ich habe es genauso gemacht. Ich habe mir zu Hause noch ein Casein reingezimmert und dann ging es los. Bausi Berlin, 2 Euro. Herzlichen Dank. Annette Wasner, auch nochmal 2 Euro. Andi der Sattelschlepper mit 5 Schweizer Franken. Ben, das lebende Hamburg-Lexikon. Ja, das ist so. Annette Wasner haut nochmal 2 Euro raus. Dankeschön. Dann der Michael mit 5 Euro per PayPal. Danke. Barbara, 5 Euro, nee, Schweizer Franken. Barbara Steinscherer, liebe Grüße, danke dir. Kingslake TV, 16 Monate auf der Reeperbahn. Rea im 2. Monat mit dem Twitch-Sub dabei. Dankeschön. Dann Bernhard Sonderhüsken mit 11,99. Superchat, ganz, ganz liebe Grüße an den Bernhard. Dankeschön. Christoph Kuhlmann, 11 Monate Speicherstadt. Herzlichen Dank. Markus Lamm haben wir dann, 5 Euro Superchat. Jack Bauer 1972 im 2. Monat auf Twitch dabei. Fühle mich hier wie so ein man möchte ja gerne Danke sagen. Ja, es gehört auch dazu. Ein kurzes Dankeschön muss sein, anständig. auch wenn es ein bisschen flotter geht heute. Ollis Welt, 9 Monate Speicherstadt. Danke, Olli. Der Sahnedampfer ist auf Twitch im 2. Monat dabei. Dankeschön. Und Mike Fassbender haut nochmal 23,99 raus. Ganz, ganz lieben Dank an die Bande. Gruß an Hansi und an Thea. Der Tigerbändiger im 4. Monat mit dem Prime-Sub. Peter Mustermann, 11 Monate Fischmarkt und Teko mit einem Prime-Sub neu dabei. Danke, 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 ihr Lieben. So, jetzt kann ich gleich die Kamera wieder übernehmen. Alles gut. Ich wollte nur mal dieses kleine Eigenart hier zeigen. Ja, man findet immer wieder so kleine Perlen. Ja, wir sind hier auch gerade schon die ganze Zeit so an kleineren Gebäuden dran vorbeigelaufen, die auch noch tatsächlich Bürgerhäuser sind oder schon mit zu den Kontorhäusern so ein bisschen gehören. Sieht man an den Fassaden ganz schön, kleine Plaketten. Im Übrigen das hier ist auch ein Kontorhaus. Hopfenburg. Hopfenburg hat den Namen aufgrund der Straße. Ich habe ja gesagt, Lokalität am Ort. Ne? Hat man hier Hopfensack, heißt die Straße. Und deswegen hat man das Gebäude dann Hopfenburg genannt. Die Hopfenburg? Ich kann aber jetzt... Hopfensack. Genau. Ja, hat man nochmal aufgestockt da oben. Das oberste Geschoss ist neu. Ach stimmt, tolles Penthouse. Ne? Das wird dem Paddy auch gefallen. Ja, siehst du, wer weiß, Ja. vielleicht... Nach dem Hafen kommt Kontorhaus, wer weiß. Es ist aber nur Deck 6, wenn ich richtig zähle. Ja, dann wäre es ja eine Verschlechterung, dann wollen wir das nicht. Ja, das Konzept der Kontorhäuser, damit man halt auch versteht, warum das halt so erfolgreich war. Durch die Skelettbauweise hat man dann flexibel einteilbare Büroflächen und die Wege in der Lotrechten mussten halt möglichst zügig funktionieren und auch in der Waagerechten keine unnötigen Wege, keine unnötigen Wände. Wir gehen hier gleich Also links sehr hoch. auf Effizienz gebaut alles. Sehr auf Effizienz gebaut, genau. Denn in diesen Gebäuden sollte Wertschöpfung stattfinden. Punkt aus. Und zwar... Das ist aber auch so richtig deutsch, oder? Ja. Also das ist... Da findet Wertschöpfung statt. Das hat sich dann hinterher auch in den Fassaden wieder gespiegelt. Wir kommen jetzt gleich auf ein Gebäude hinzu. Sieht so ein bisschen aus wie so eine Ziehharmonika. Oh Mensch, bei dem Licht, Ben. Ja, ist geil, oder? Also Ja, und keine Kamera sensationell. dabei. Nee, also wir haben möglichst keine Verschwendung gehabt für die Treppenhäuser. Ja, wenn ich da einmal einhaken darf, Ja, wenn darfst ich gleich noch mal Videos einspiele, ihr müsst mal darauf achten, teilweise sind das sehr opulente Eingangshallen, aber die Treppen selber sehr schmal, die Treppenaufgänge. Das ist mir bei dem einen Video aufgefallen. Ich sag das jetzt schon mal, nachher beim Schielehaus müsst ihr mal drauf achten. Da finde ich das ganz extrem.
Also tatsächlich ist es aber auch so, dass dafür, dass man eigentlich so konzentriert gebaut hat, heutzutage wäre das Platzverschwendung. Das macht keiner mehr. Diese feudalen Eingangsbereiche und Treppenhäuser, so wie sie im Schielehaus sind und dergleichen weiter, das gibt es so ja kaum noch. Auch die großen Lichthöfe haben sich nicht mehr durchgesetzt. Im Asiahaus gibt es sowas noch. Aber man hat damals schon gesagt, wir müssen das so klein wie möglich halten, um viel vermietbare Fläche zu haben. Und trotzdem war das schon recht groß. Ja? Und natürlich im Verhältnis zu dem ganzen Gebäude dann teilweise relativ kompakt. Aber der Eingangsbereich eines Gebäudes sollte ja auch die Visitenkarte dessen sein, der dort mietet oder dessen Gebäude das selber halt ist. Und deswegen sind die Eingangshallen so feudal ausgeschmückt gewesen. Vor dem Ersten Weltkrieg noch luxuriöser. Nach dem Ersten Weltkrieg haben teilweise Kapitalgesellschaften den Bau übernommen, weil der Privatmann das Geld nicht mehr hatte. Und dann hat man sich auch von dem Luxus ein wenig verabschiedet. Hat das Ganze ein bisschen einfacher gehalten. Sieht man nachher auch am Molenhof, der im Übrigen auch nicht kriegszerstört wurde. Und ansonsten, die Gebäude sind eben halt die Visitenkarte des Inhabers. Und deswegen sehen sie so aus, wie sie aussehen. Und zum Beispiel die Marmorböden, die man teilweise in der Mönckebergstraße und dergleichen findet, die halt strotzen vor Luxus, sind aber eigentlich nur Mittel zum Zweck. Die sind extrem pflegeleicht. Deswegen hat man das da eingebaut. So, Montanhof im geilen Licht. Pass auf, dieses Gebäude ist das Kontorhaus der Komorowski-Reederei. Die Komorowski-Reederei hat ihr Geld damit verdient, Eisenerz aus dem Ruhrgebiet in die Niederlande zu fahren, per Schiff. Auf dem Rückweg gab es dann landwirtschaftliche Güter und deswegen hat dieses Gebäude, der Montanhof, einen Bezug zu Bergen. Und zwar im englischen Sinne, Mountain, Montanhof. Wurde erbaut diesmal nicht von Martin Haller und auch nicht von Hansen und Meerwein, sondern von Distel und Grubnitz 1924 bis 1926. Und wenn man sich die Fassade anschaut, dann haben wir oben zwei Figuren, die auch dann die Bergbauer darstellen sollen. Also es gibt in diesem Gebäude halt Bezüge auf den Bergbau. Und wir waren ja auch drin. Das Video läuft gerade schon. Ah, sehr gut. Ich habe das einfach mal Klasse. schon gestartet. Sehr Ich gehe schön. gleich noch mal auf die Figuren, wenn das Video durch ist. Ja. Und auch hier haben wir halt wieder den Hinweis auf den Eigentümer und seinen wirtschaftlichen Schwerpunkt, in dem Fall eben halt Bergbau. Das Gebäude gehört vom Baustil her mit in den Klinkerexpressionismus. Und der Grund, warum wir so viel Klinker in Hamburg haben, das erkläre ich euch auch gleich. So, ich gehe kurz noch mal auf die Figuren, die du eben angesprochen hast. Ja. Ja, und das sind ja auch schon. Ein Glück mit dem. Das Wetter ist Premium, oder? Absolut. Die Gebäude haben ja eine gewisse Evolution durchlaufen und Klinker ist ja das, was wir eigentlich so, wenn wir an Kontorhaus denken, dann haben wir Klinker im Kopf. Das ist für uns eigentlich so gesetzt. Ne? Absolut. Speicherstadt auch irgendwo mit Klinker. Genau, es ist alles Klinker, irgendwie Klinker. Ne? Im Übrigen hinter dir das Miramar-Haus. Auch erbaut unten mit Werkstein und oben dann mit Klinker, mit entsprechenden Verzierungen, gebaut von Max Bach. Das war der Sohn von Franz Bach. Franz Bach war auch einer der großen alten Architekten in Hamburg, der sich zur Zeit des Kontorhausbaus an der Mönckebergstraße 5 eigene Kontore gebaut hat. Mal ebenso. Mal ebenso, war auch beteiligt an verschiedenen Kapitalgesellschaften. Wir hatten in Hamburg 1909, da war so der Umschwung auf die neue Architektengeneration, so jemand wie Fritz Höger zum Beispiel.
da gab es einen richtigen Boom. Einen Boom an Kontorhäusern. Man hatte sogar schon mittlerweile eine inflationären Bau an Kontorhäusern, weil jeder Architekt, der was auf sich hielt, der wollte mal wenigstens ein eigenes Kontorhaus gebaut haben. Hast du, Entschuldigung, dass ich dich unterbreche, aber Ja. hast du eine Zahl überhaupt, wie viele Kontorhäuser es so über den Daumen überhaupt in Hamburg gab? Das ist auch nicht wirklich überliefert, weil es gab vor dem Zweiten Weltkrieg auch ganz, ganz viele kleine Kontorhäuser. Man muss sich vorstellen, Kontorhäuser waren teilweise auch Mischgebäude, wo dann auch teilweise noch mit drin gewohnt wurde, also wo auch Wohnungen mitgebaut wurden. Und die wurden im Krieg zum Teil so stark zerstört, dass sie auch nicht wieder aufgebaut werden konnten. Und die genaue Anzahl hat man nicht tatsächlich. 1900 gab es dann aber auch die ersten Kontorhäuser an der Alster, also an der Binnenalster. So zum Beispiel auch das Hapag-Lloyd-Gebäude gehört dazu. Auch gebaut, das ursprüngliche Hapag-Lloyd-Gebäude, gebaut von, wir müssen uns ein bisschen links halten, wir kommen jetzt nämlich zum Molenhof. Das ursprüngliche Hapag-Lloyd-Gebäude wurde gebaut, auch von Martin Haller. Steht heute aber nicht mehr, war damals eigentlich eher so ein palastartiger Bau mit Türmchen und allem drum und dran. Und dieses Gebäude wurde dann von Fritz Höger erweitert und die jetzige Hapag-Lloyd-Zentrale daraus gemacht, die eben halt ja, so monumental dort an der Alster steht. Aber hinter dem rechten Gebäudeflügel befindet sich im Prinzip noch das alte Gebäude, das ursprüngliche. So, jetzt links, oder? Jetzt links. Ja, ihr seht natürlich, hier sind jetzt wirklich ganz, ganz viele bekannte Gebäude auf einem Haufen. Das eine oder andere sieht man auch schon mal im Bild, aber wir machen das Schritt für Schritt. Genau. Natürlich steigern wir uns langsam Zum und kommen irgendwann Finale. zum Finale. Ja, wir wollen ja auch so einen gewissen kleinen Spannungsbogen halten. Ne? Der Molenhof gehört im Übrigen genauso wie auch der Montanhof schon zum UNESCO-Weltkulturerbe. Ne? Also man kann im Prinzip sagen, das, was an Klinkerbau hier steht, gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe. Der Molenhof, wir haben ja beim Montanhof schon gesehen, 1920er Jahre, der Eingangsbereich schon etwas reduzierter gehalten, weil Geld war knapp, ne? Inflation und so weiter. Ist beim Molenhof nicht viel anders. Molenhof gebaut 1927 bis 1928 von Ludwig Kunstmann. Im Krieg nicht zerstört, so erhalten geblieben. Der Innenbereich ist auch tatsächlich relativ sachlich und einfach gehalten. Und man sieht auch schon an der Fassade, die sieht anders aus als das, was wir jetzt gerade eben gesehen haben beim Montanhof. Der Montanhof ist ja expressionistisch, da sind viele Details. Hier ist es sehr sachlich. Die Architektur wurde in den Ende 20er Jahren immer sachlicher, nannte man dann damals Neues Bauen. Fand dann 1933 und weiterführend dann bis 1945 die NSDAP ganz toll. Da müssen wir nicht weiter drauf eingehen, aber so dieser Baustil, der schon fast kasernenartig war, der war damals dann angesagt und wurde dann auch auf die Spitze getrieben. Das hier ist halt ein sehr sachlicher Bau, der aber Vorreiter war für alle dann später folgenden Bürohäuser. Das hat sich der Herr Kunstmann damals aber wohl selber nicht träumen lassen, hat er mal in einem Interview gesagt. Also Interview im Sinne von, damals war es noch ein Zeitungsbericht. Ne? Ja, und da waren wir auch gar nicht drin, weil das ist wirklich nur Eingang und der war, glaube ich, gar nicht so spannend, der Molenhof, oder? Vom Eingangsbereich. Einmal kurz abgefilmt. Ich weiß noch nicht, ob du Nee, ich meine, drin wir hast. haben den nicht gefilmt. Nee? Nee, den haben wir nicht gefilmt. So, wenn er da nicht drauf ist, dann Nee, haben wir nee, ihn auch den nicht. haben wir nicht gefilmt. Ja, dann ist der Den nicht dabei. Montanhof hatten wir Ja, und der dann, war so einfach gehalten, da der haben wir, war glaube ich, nichts sehr gemacht. Ne? unspannend. Interessant ist übrigens, wir haben hier den Schutzpatron Hermes, den Schutzpatron der Kaufleute und Diebe. Warum der für beide da ist? Kaufleute und Diebe.
wer weiß. Ja, manche benutzen das ja auch als Synonym, oder? Ja, aber halt durch den Krieg nicht zerstört und Ja. auch weitestgehend im Backstein gehalten, also Klinker. Okay, Ja, wir Ja. machen uns so langsam auf den Weg Richtung Sprinkenhof. wir gehen zum Sprinkenhof. Darf ich dir nochmal die Kamera geben, Aber während wir darüber selbstverständlich. gehen? Du möchtest noch mal einmal kurz Danke sagen. Ja, genau. Es ist hier noch eine ganze Menge eingetrudelt und ich weiß gar nicht, wo ich stehen geblieben war. Ach, ich glaube, zuletzt hatte ich den Teko auf Twitch. Andreas M. mit 11,99 Superchat. Danke dir. Serie 0569, auch ein toller Name. 2,49 Superchat. Danke dir. Xeonpix ist im 6. Monat bei Twitch dabei. Auch ein Dank an dich. Uli Reinders, Foto und Video, 5 Euro Superchat. Herausragender History-Stream. Danke dir. Merci. Don Mazzo auf Twitch neu an Bord mit dem Prime Sub. Dankeschön. Guido Kakara, 5,99 Superchat. Ahnt ihr überhaupt, was für eine Qualität ihr da abliefert? Eine Sensation. Guido, ganz, ganz lieben Dank. Oh, Dankeschön. Freut ja, mich. Das, Das tut ja, ein bisschen gut, ne? also das Lob geht heute zu 100% an Ben. Elli Fischer, 5 Euro Superchat. Dankeschön. Dann und Elli sagt, du sollst noch mal ein Hörbuch mit Hamburg History einsprechen. Ja, ihr könnt ja den Stream auch, wenn ihr Lust habt, noch mal ohne Bild nachhören. Dann haben wir der Logistiker, nochmal 15 Euro Superchat. Herzlichen Dank an dich. Beate, 5 Euro. Auch an dich danke. Vater, 5 Euro. Per PayPal. Danke für den Content. Heute besonders lehrreich, schreibt er. Dankeschön. Brigitte Wennemann, 5 Euro. Tina H., auch nochmal 5 Euro. Nilsi ist auch mit 5 Euro dabei. Nilsi, Jutta grüß dich. Kreidel mit 10 Euro. Leute. Dankeschön. Tool ist seit 12 Monaten dabei. Andi der Sattelschlepper nochmal mit 10 Schweizer Franken. Karin und Matthias 20 Euro Superchat. S5 Tom mit 10 Euro Superchat. Und Panther 10,97 mit einem neuen Sub auf Twitch dabei. Mensch, Leute, ganz lieben Dank. Also, ja, Wahnsinn. Das ist sensationell. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Aber der große Dank geht an Ben. So, komm, ich übernehme wieder. Und wir sind beim Sprinkenhof so langsam angekommen. Und da habe ich auch gleich 2 Videos. Das eine geht sogar ein bisschen länger. Da habe ich nämlich etwas gemacht, was ich vorher noch nie gemacht habe. Oh, Premiere. Und ihr seid gleich dabei. Ja, der Chat kann es sich wahrscheinlich schon denken. Ja, also für mich ist das ja im Prinzip alles so ein bisschen Hobby hier. Ne? Also ich habe da einfach ein bisschen Bock drauf und wenn Paddy und ich dann irgendwie einen coolen Stream machen können und ihr habt dann noch ein bisschen was davon und habt vielleicht die Inspiration und die Lust zu sagen, Mensch, wir gucken uns das selber einfach mal an oder wir entdecken Hamburg mal mit anderen Augen, dann ist es eigentlich alles das, was ich wollen würde, dass ihr einfach ein bisschen Spaß daran habt, die alten Sachen zu entdecken, weil wir entwickeln uns natürlich auch immer ein bisschen aus der Geschichte heraus. Und ich finde, die alten Häuser haben doch sehr, sehr viel mehr Charme als die neuen Stahlbetonbauten oder Glasfronten. Ist natürlich auch imposant teilweise, aber das hier, was wir hier sehen, das gibt es so in der Form eigentlich kaum noch. So, ich versuche gerade einen Standpunkt, Wo wir man das einmal sehen kann, ne? Ja, ich muss Fang immer das mal weiter ein. zurückgehen und immer mehr auf Weitwinkel. Oh, aber Mensch, wir sind aber auch heute mit dem Licht gesegnet. Ja, also die Kontorhäuser, die zeigen sich heute echt im besten Lichte. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn, der Sprinkenhof. Genau. Das, wo wir jetzt vorstehen, der viereckige Kubus, den wir hier sehen, das ist das erste Gebäude des Sprinkenhofs. Der Sprinkenhof wurde noch zweimal erweitert. Einmal die erste Erweiterung war links, die zweite Erweiterung im Bogen dann rechts. Bevor ich jetzt aber zum Sprinkenhof komme und dazu was erzähle, möchte ich euch einmal kurz eine ganz, ganz kleine Abhandlung darüber geben, warum wir jetzt so viel Klinker in Hamburg haben. Ah ja. Das ist nämlich nicht ganz unwichtig. Zu Zeiten der Industrialisierung, wo im Prinzip jede Woche eine neue Innovation gebracht worden ist, Dampfmaschinen und, wurde auch viel
viele alte Gebäude weggerissen. Nach der Cholera-Epidemie der Stadtkern wurde ja im Prinzip platt gemacht. Ne? Viele Leute wurden dann vertrieben, Wohnraum war knapp. Die wurden dann auf die Vettel umgezogen oder nach Wandsbek und so weiter. Und aus eben dieser Zeit haben die Menschen halt auch Angst gehabt, dass denen ihre Kultur genommen wird, ihre Bautradition, ihre Wiedererkennung in ihrem norddeutschen Dasein. Weil sie Angst hatten, dass die industrielle Wendung eben halt dafür sorgt, dass sie kulturell entwurzelt werden. Und daraufhin hat sich die Heimatschutzbewegung gegründet und die hat dann dafür gesorgt, dass man klassische Bauformen, also traditionelle Bauformen erhalten hat oder wieder aufgenommen hat, dass man sich zurückbesonnen hat auf Baumaterial, was eigentlich traditionell verwendet worden ist, nämlich Klinker und Backstein. Und diese Vereinigung war relativ rückwärtsgewandt, muss man ehrlicherweise sagen. Sie war auch nationalistisch und dergleichen, also nicht unbedingt alles so positive Attribute. Aber ihr sind einige Architekten beigetreten, weil sie sich Inspiration für ihre Bauten suchten. Und deswegen haben wir so viel Backstein in Hamburg. Die Bauten, die gemacht oder die Inspiration daraus bezieht sich auf das alte Hamburger Kaufmannshaus oder das alte Hamburger Bürgerhaus mit seinen barocken Stuckelementen an den Wänden, also an den Außenfassaden und eben halt Klinker als vorzüglicher Baustoff, der sonst eigentlich nur bei Zweckbauten verwendet worden ist oder eben halt auf jeden Fall nicht bei repräsentativen Bauten. Und man hat diesen Baustoff dann für sich neu entdeckt und sowas daraus gemacht. Und das ist dann also Klinkerexpressionismus und also wirklich atemberaubend, finde ich. So, und ich versuche jetzt mal, das ist natürlich hier eine Fotomotivstelle. Normalerweise muss man sich jetzt noch auf den Boden legen. Davon mache ich mal ein Foto. Ich glaube, ich versuche das mal jetzt so ein bisschen auszurichten, aber ihr seht schon, das Motiv hat man sicherlich oft gesehen. Das ist der Sprinkenhof. Einfach mega. Braucht ihr richtig Weitwinkel, müsst euch am besten noch auf den Boden legen. Darauf achten, dass die Linien alle schön gerade sind. Ich habe das gestern gemacht. Also, eine halbe Stunde habe ich gebraucht. Ja, also bis das dann wirklich perfekt ist, das dauert, aber das ist mega. Ja. Sag mal, darf ich gleich mal, während du noch ein bisschen erzählst, das eine Video einspielen? Weil das geht, glaube ich, 3-4 Minuten. Ja, mach das gerne. Das ist nämlich auch vom Sprinkenhof. Ja. Das erste, so. Genau, das ist nämlich das ist gar nicht der Haupteingangsbereich, wo wir zuerst drin waren. Gewesen. Das ist ein Nebeneingang. Und da hatten wir das Glück, dass uns da gerade jemand reingelassen hat. Genau, das ist eine Dame draußen. Der ist so sehr unscheinbar. Und hier seht ihr mal eins von diesen abgefahrenen Treppenhäusern. Also du sagtest ja, zum Eingang hattest du ja gesagt, Mensch, gerade wer so runde Treppenhäuser mag und da fotografieren, egal von unten oder von oben. Also das ist einfach so beeindruckend. Ja, und hier haben wir nämlich auch ein Paternoster und da bin ich dann das erste Mal Paternoster gefahren, um einfach mal die Frage zu klären, kann man denn da drin stehen bleiben? Ja, oder kommt man auf den Kopf wieder runter? Oder kommt man auf den Kopf wieder runter. Also musste ich einmal komplett Paternoster fahren. Ich habe das teilweise ein bisschen beschleunigt, das Video, weil das doch schon kein Raketenfahrstuhl ist. Also die einzelnen Etagen. Na, und da kommt dann auch das letzte Stockwerk. Steht auch extra ein Schild, Weiterfahrt ungefährlich. Na, ja. Ja, Better fragt auch gerade, sehe ich hier, ist das live? Ja, also was wir hier machen ist live, allerdings diese kleinen Videos von den Eingängen oder jetzt hier von der Paternosterfahrt, die haben wir vorher aufgenommen, weil du am Wochenende in die Bürogebäude nicht reinkommst. Also die ganzen Kontorhäuser sind ja alle noch
in Betrieb. Da sind sehr, sehr viele Büros drin und die sind halt üblicherweise am Wochenende dann zu. Geschlossen, ja. Samstags kann man vielleicht Glück haben, aber sonntags ist auf jeden Fall dicht. Ne? Ja. Und wir wollten den Walk aber trotzdem auf dem Sonntag machen, weil wir natürlich den großen Vorteil haben, dass hier, wo wir jetzt rumlaufen, dann deutlich weniger Menschen sind. Genau. Ja, muss die Kamera nicht ständig weghalten. Guck mal und so. hier, das ist auch Ja, also ist irre, ne? Also es lohnt sich da mal die Kamera mitzunehmen. absolut. Haltet sie gut fest oder dreht sie zumindest gut fest, wenn ihr sie am Stativ haben solltet. Wenn da sowas runterfällt, dann könnt ihr davon ausgehen, die ist A kaputt und B wird das wenig Freude machen. Weder bei euch noch bei dem Inhaber des Hauses. Und es gibt ein Haus im Hafen, da wurde auch viel fotografiert. Da haben die Fotografen dann aber irgendwann die alten Bleifenster kaputt gemacht, weil sie mit Gewalt versucht haben, die dann aufzumachen. Und seitdem dürfen da keine Fotografen mehr rein. Also von daher, wenn ihr reingeht zum Fotografieren, immer ein bisschen umsichtig sein. Ich meine, das seid ihr, da bin ich mir sehr, sehr sicher. Aber ich möchte es auch einmal kurz erwähnt haben, weil das ist sicherlich keine Selbstverständlichkeit. Ich habe noch ein zweites Video von dem, ich glaube, das war dann der Haupteingang. Das ist der Haupteingang, der ist genau hier jetzt vor uns. Ach hier, Gold hier, eingefasst. ja, ach hier, Ja, das ja. ist hier. Achso, Moment, ich muss noch mal ein Stück zurückgehen. Aber wir haben es ja eben am Anfang gezeigt. Ach, das Fahrrad ist immer noch hier. Guck an. Also hier, das ist der Sprinkenhof. Ne? Also auch toll hier, diese ganzen Ornamente. Also jedes anders. Ich glaube, das ist alles teilweise auch so handwerklich oder mit Berufsbezug, oder? Ja, Hier möchtest diese. du wissen, warum? Du, ich hab noch 60% Akku. Ja, alles klar. Diese Terrakotten sind geschaffen von Ludwig Kunstmann. Genau. Habe ich vorhin eigentlich beim Molenhof gesagt, dass es Kunstmann war? Nee, ne? Das war Klopphaus und Schoch. So. Nicht, dass ich da Kunstmann gesagt habe. Kunstmann ist nämlich Künstler gewesen und kein Architekt. Also, kleiner Nachtrag für den Fall, dass ich es verbockt haben sollte. Der Molenhof ist gebaut von Klopphaus und Schoch. Also, für den Fall, dass ich sie Du brauchst dich da, glaube ich, nicht verwechselt entschuldigen habe. für die kleinen Patzer. Ja, die Terrakotten an diesem Gebäude sind angebracht worden. Das Gebäude gehört hier nicht einem Eigentümer für sich alleine, sondern ist als Mietkontorhaus oder Mietbürohaus, Schreibstubenhaus gebaut worden für verschiedene Mieter. Und damit sich die verschiedenen Branchen und Gewerke in diesem Gebäude wiederfinden und identifizieren können, hat man draußen Terrakotten angebaut, die die einzelnen Branchen so ein bisschen wiedergeben. Wir haben Zahnräder, wir haben Schiffe, wir haben dort Hammer, wir haben das Hamburger Stadttor, wir haben, ich glaube, da ist ein Vogel auch mit dabei, also ein Winkelmaß, Hände, also fürs Handwerk. Wir haben dort vorne noch einen Hammer mit einer Faust, die dort gehalten wird. Ach stimmt, das ist außen am Sprinkenhof-Schriftzug. Genau. Ja. Hat auch einen Grund, weil die ganzen handwerklichen Berufe waren im Erdgeschoss angesiedelt an diesem Sprinkenhof. Ah, okay. Ne? Und alles andere war weiter oben. Der Sprinkenhof geht übrigens von der Namensgebung her zurück auf einen Schmied, der hier seinen Wohnhof hatte. Das war Herr Sprink. Der hatte damals 1385 vom Domkapitel das Grundstück gekauft und dort seinen Wohnhof aufgebaut. Und den Namen hat man dann weitergeführt und erhalten, genauso wie zum Beispiel die Springelgasse oder Springeltwiete, die geht auch auf den Herrn zurück, wobei Springel dann einfach nur eine Abwandlung des Namens ist. Ah, okay. Ja. Soll ich mal reingehen? Ich habe mir noch von dem Eingangsbereich habe ich auch noch ein Video. Lass uns doch mal reingehen. Gehen wir doch mal rein. Das ist quasi der der Haupteingang vom Sprinkenhof, wo wir jetzt gerade vorstehen. Ja, der Herr im Empfang war sehr nett. Genau. Ja, den hatte ich kurz gefragt. Und er sagte, Wahnsinn, ja, oder? machen Sie doch. Also das ist doch mal also ein wer, Auge, oder? wer auf Linien und Muster, Symmetrien und Ähnliches steht, der kann sich fotografisch so austoben. Ja. Wenn ihr das angucken wollt, geht ihr in der Woche her. In einigen Häusern ist ein Empfang, ist jemand am... Genau, einmal Bescheid sagen. Genau, und dann fragt ihr einmal das kennen die höflich. auch alle, Und wie gesagt, das Einzige, wo halt war der Leishof, die haben gesagt, Mensch, haben wir nicht so gerne. Ja. Kann ich verstehen, ist in Ordnung. Muss man dann einfach so akzeptieren. Genau. Und, na. Ja, da sind wir einmal bis nach oben gefahren.
Da ist dann eine sehr schöne Glaskuppel und dann kann man halt von oben auch einmal runterfilmen. Wahnsinn. Also das ist wirklich, Ne? Also das ist wirklich also so, das sind im Prinzip 9 so Stockwerke gigantisch. mit einer Wendeltreppe verbunden. Das ist Ja. irre. Also es ist wirklich irre. Der Sprinkenhof wurde gebaut 1927 bis 1928 von den Gebrüder Gerson oder Gersen und Fritz Höger zusammen als Gemeinschaftsprojekt. Die Gebrüder Gerson haben auch ein anderes Gebäude gebaut, auch in unmittelbarer Nähe zu hier. Der Sprinkenhof hatte auch die erste Tiefgarage Hamburgs. Wissen ganz viele nicht, sie ist auch nicht mehr existent, aber hier war damals eine Tiefgarage drunter. Zur Weimarer Republik hatte hier die Ordnungspolizei ihre Hundertschaften stationiert. Und ansonsten war es halt ein Bürohaus, was eben halt für alle im Hafen ansässigen Firmen gedacht war. Und das ist halt auch der Grund, warum hier am Hafen, an der Hafenkante noch so viele Kontorhäuser gebaut worden sind. Denn zur Zeit der Inflation und der Geldentwertung hat Hamburg unglaublich viel exportiert. Und 1928 haben sie sogar das beste Umsatzjahr 1913 in Hamburg nochmal übertroffen. Und deswegen war der Bedarf nach Kontorhäusern groß und man hat sie dann auch an den Hafenrand gebaut, um möglichst dicht an den Speichern zu sein. Denn die Waren in den Speichern mussten ja irgendwo verwaltet werden. Ne? Sehr interessant. Ich glaube, ich muss mir den Stream auch noch mal angucken. Ja, wenn du so viele Sachen Ich zähle heute natürlich mehr als bei unserem kleinen Walk. Nein, es ist alles gut, aber wenn du noch so ein bisschen auf die Kamera achtest und ein bisschen mal auf den Chat, dann... Dann kriegst du den Rest nicht mehr Ja. so mit. Ne? Und Ja, jetzt? Ich würde ganz gerne noch einmal kurz auf den Sprinkenhof bleiben. Okay. Und zwar wurde der Sprinkenhof ja Ja, noch komm, mal wir können erweitert. doch noch einmal hier auf die Genau. andere Straßenseite gehen, dann Dann haben kriegen wir wir den vielleicht noch mal ein im Weitwinkel Bisschen mehr Blick ganz da drauf. drauf. Der Sprinkenhof wurde ja zweimal erweitert. Also das Gemeinschaftsprojekt Fritz Höger, also schon die neue Architektengeneration, mit den Gerson-Brüdern zusammen, den mittleren Kubus, mit der Überbauung der Springeltwiete, also 2 Straßen, die hier ursprünglich durchführten, wurden überbaut, um den Baukörper so überhaupt hinzubekommen. Dann wurde als zweites der linke Flügel gebaut, auch als Gemeinschaftsprojekt. Die Gebrüder Gerson zusammen mit Fritz Höger. Und zwar 1930 bis 1932 wurde das gebaut. Und in der Bauzeit ist einer der Brüder Gerson verstorben, nämlich 1931. Der ist nur 50 Jahre alt geworden. Und deswegen musste dann der zweite Anbau, der dann 1938 bis 1943 gebaut worden ist, aufgrund des Krieges eben halt auch mit einer entsprechenden Verzögerung, von Fritz Höger alleine gebaut werden. Unter anderem auch, weil die Gersons jüdischer Abstammung waren und man den Architekten damals zu der Zeit dann verboten hat, ihren Beruf weiter auszuführen. Für den Sprinkenhof gab es einige Baupläne. Man wollte es eigentlich auch ein bisschen expressionistischer erstellen, das Gebäude. Aber die Baupflege hat gesagt, das möchten wir nicht. Wir möchten nicht, dass der Sprinkenhof optisch zu einer Konkurrenz zum Schielerhaus wird. Deswegen ist das alles zurückhaltender gebaut. Deswegen haben wir hier eigentlich eher eine relativ klare Baustruktur. Wir haben im inneren Bereich ist es etwas expressionistischer, in Anführungszeichen. Außen ist es sehr klar, ist es eher schon neues Bauen. Wir haben auch kleinere, also die Achsen in den Fenstern, wenn man jetzt die kleinen Säulen sich vorstellt, die halt senkrecht verlaufen zwischen den Fenstern, sind von den Abständen her ähnlich wie im Schielerhaus und hat einen wichtigen Grund. Die Fenster, die Säulen zwischen den Fenstern sind jeweils ein Punkt, wo man eine Wand ansetzen kann. Deswegen sind die alle so dicht beieinander, damit das möglichst flexibel eingeteilt werden kann.
Ich sehe gerade im Chat, dass da eine Empfehlung kommt für einen Bildband, Kontorhäuser Hamburg. Ben hat ja auch, bevor wir jetzt gleich hier natürlich zum Finale mit dem Skilaus kommen, kleiner Hinweis, Ben hat natürlich auch sich einiges an Literatur gegönnt und ein paar von den Büchern haben wir mal unter dem Stream verlinkt, allerdings auf YouTube, auf Twitch sind die nicht verlinkt. Da sind Amazon-Affiliate-Links drin, gibt natürlich einen kleinen Obolus in die Reisekasse bei uns, wenn ihr darüber kauft. Für euch wird es aber nicht teurer. Ne? Also, nee, aber wenn ihr da mal reingucken wollt, vielleicht ist ja einer von den Moderatoren mal so lieb und nimmt diese Links, es sind 3 Bücher, und postet die auch mal bei Twitch rein. Ja. Falls ihr da Bock drauf habt auf die Bildbände und euch da ein bisschen angucken, einlesen wollt. Nicht nur Bildbände, es ist auch tatsächlich die Geschichte der Kontorhäuser da drin wiedergegeben. Eins der Bücher ist so alt, dass es nicht mehr gedruckt wird. Das kriegt man nur noch gebraucht. Ist aber tatsächlich eine richtige Perle, weil man da auch Bilder hat von Innenräumen, wo man so nicht mehr reinkommt. Ne? Also der Globushof zum Beispiel, der vorne steht beim Leishof. Der Globushof ist für eine Versicherung gebaut worden, war eine Allianz später drin. Kommt man im Moment auch nicht rein, wird saniert. Ich will mal ein Stückchen hier zurückgehen, weil wir kommen ja jetzt natürlich hier zu der Perle, zu dem Kontorhaus, das Kontorhaus der Kontorhäuser. Ja, die Frage ist, ob wir das Schielehaus erstmal machen oder ob wir uns noch mal vorher den Messberg Ach, wir haben noch den Messberg, ne? Ja, stimmt. Ach, gut, dann aber pass mal auf, dann machen wir als Teaser mal hier. Das ist eine sehr schöne Position, wenn ihr das Schielehaus fotografieren wollt. Das ist so ein bisschen dann auch vielleicht ein bisschen was fürs Hochformat. Ist natürlich auch besonders schön, wenn keine Baustelle da ist. Ja, was zuletzt vor 37 Jahren war. Ja. Und dann habt ihr hier schon mal einen richtig sensationellen Blick auf die Spitze vom Schielehaus. Hier darf man dann auch immer ein bisschen die beiden Kabel von den Straßenlaternen wegretuschieren, aber sie fallen gar nicht so sehr auf. Aber gut, bevor wir dann zum Schielehaus kommen, vielleicht noch einmal den Messberg, der ist nämlich linker Hand. Mhm. Da gehen wir vielleicht erstmal einmal dran vorbei, oder? Ja, das machen wir. Messberg haben wir auch gefilmt drin. Mhm. Und kann ich ja vielleicht schon mal einspielen? Ja, gerne. Dann habt ihr schon mal einen Eindruck davon, wie es drinnen aussieht? Das war nämlich das Treppenhaus, wo auch diese Amphibien sehr präsent waren. Ja, dazu gibt es ja auch eine kleine Anekdote. Im Schielehaus sind diese Amphibien auch zu sehen. Amphibien gehen zurück auf Sagen und Märchen. Schlechte Menschen werden zu Fröschen gemacht in diesen Märchen, gute Menschen werden zum Prinzen. Soll ein bisschen daran erinnern, der dieses Haus betritt und ein Geschäft abschließen möchte, der soll seinen Geschäftspartner nicht übers Ohr hauen, sonst wird er zur Amphibie, also zum Frosch. Ja? Kleine Anekdote. Ja, da gehen wir jetzt dran vorbei. Ja, hier ist auch das Schokoversum drin. Das hat sogar sonntags auf. Ja. Hier kannst du dir jeden Tag deine Dröhnung Schokolade geben. Guck mal hier, die Lindkugel. Ja? Ihr wisst ja, was Paddy gerne mag. Lindkugeln. Das ist Home of Lindkugeln hier. Da ist aber auch eine ganze Menge anderes Zeug, ne? Junge. Ja. Das ist nicht Bens Laden. Nee. Ernährungstechnisch ist das für Ben eine glatte 6. Ja, das ist richtig, aber ab und zu, ich gebe ja zu, also ich esse sowas ja auch durchaus mal. Ne? Muss sein, oder? Ja, natürlich. Also ich meine, neben all der gesunden Ernährung und neben all dem Sport, den man so macht, ein bisschen leben tut man ja auch noch. Ne? Ja, also muss das auch sein. Dazu. Ja, krass, dass das hier auf der Ecke auf dem Sonntag auf hat, aber da sind auch echt eine ganze Menge Leute drin. Ja, ich war kürzlich sonntags hier fotografieren und ab 9 Uhr, glaube ich, geht das da los. Und da waren schon die ersten Eltern mit ihren Kindern unterwegs. Ich glaube, wir können noch ein Stück zurückgehen, oder? Ja. Das ist perspektivisch hier gerade und das sehr Gebäude dicht kriegt, dran. glaube ich, gerade richtig schön Licht. Also könnte sogar richtig gut aussehen. Oder ist das eher Schatten? Streiflicht. Würde eher tippen, Streiflicht. von hier vorne vielleicht. Na,
Mensch, die sind aber auch groß, diese Gebäude. Ich hole noch mal das Weitwinkel raus. Ja, das hat schon Ja. ein bisschen Volumen, der Baukörper. Ist aber auch nicht so opulent, also was so Verzierungen angeht, Nee. oder? Ist auch sehr zurückhaltend gebaut. Also monumental in seiner Größe, ja, aber sehr zurückhaltend gebaut. Wurde auch oder sollte auch so sein. Und zwar, ich hole mal kurz ein bisschen aus, bevor wir uns tatsächlich um das Gebäude selber kümmern. Es ist so, dass die Architektur sich ja etwas verändert hat in den Jahren. Und das Kontorhaus sollte gediegen wirken, monumental, hanseatisch, aber nicht mit Prunk und Protz. Ah, okay. Und Also schon monumental was ist es, darstellen, genau. aber nicht, nicht so die- angeberisch. Genau, es sollte die hanseatische Bauqualität und schon herausstellen. Ne? Also es war was Besonderes, aber kein Prunk und Protz, also hanseatisches Understatement. Mal kurz eingeworfen und hier sind wir jetzt auch an der Stelle, da ist es quasi nur ein Steinwurf, dann ist man in der Speicherstadt. Ne? Ja. Also seht ihr da hinten, also hier jetzt durch, wenn ich da mal mit dem Finger drauf zeige, da hinten ungefähr ist dann das Wasserschlösschen. Ne? Das ist so hier Genau. Anfang bzw. Ende von der Speicherstadt. Ja, da sieht man auch schon das Dialog im Dunkeln, das mit den roten Schildern. Ja, draußen an der ist- Fassade kann man wahrscheinlich nicht Ist sehen. jetzt ne? hier auf dem der Video Kamera. Nee, schwer zu sehen, aber damit ihr das mal so örtlich so ein bisschen genau. einordnen könnt. Hinten am Teerhof. Ne? Ja. Ja, eigentlich muss ich sagen, ist das hier nicht der Messberg. Das hier ist das Ballinhaus. Das Berlinhaus. Mhm. Okay, aber Also ursprünglich, also zeitgleich gebaut mit dem Schielehaus. Also auch 1922 bis 1924. Gebaut von den Gebrüdern Gerson oder Gersen. Und im Auftrag einer Firma, die sich mit großen Außenhandel beschäftigt hat. Und Alfred Ballin war kurz vor Fertigstellung des Gebäudes gestorben. Und ihm zu Ehren hat man das ganze Gebäude dann Ballinhaus genannt. okay. Ne? Alfred Ballin ist wahrscheinlich bekannt, Generaldirektor der Hapag-Lloyd, hat die Hapag-Lloyd im Kaiserreich an die Weltspitze der Reedereien gefahren. Das weiß vielleicht nicht unbedingt jeder. Hapag-Lloyd war eine der größten Reedereien weltweit zur damaligen Zeit. Und ja, ihm zu Ehren hat man dieses Gebäude dann Ballinhaus genannt. Aber warum wurde es dann umbenannt? Das hat leider mit unserer Vergangenheit zu tun. Ach, ich ahne es. Ja, genau. Ich ahne es. Alfred Ballin hat jüdische Wurzeln und da jüdisches Leben in der NSDAP-Zeit, in unserer nicht so rühmlichen Vergangenheit, nicht im öffentlichen Leben stattfinden durfte, hat man den Namen getilgt und hat das Gebäude dann Messberghof benannt, nach dem Ort, wo es steht. Der Messberg. Der Messberg. Einer der weiteren hohen Berge in Hamburg. Ja, jetzt wollte ich einmal hier auf die andere Straßenseite. Denn ich glaube, jetzt kommen wir so langsam hier zum, was Ja. ich eben schon anteasern wollte, zum Kontorhaus der Kontorhäuser. Ja komm, wir halten es ja eigentlich auch nicht mehr wirklich aus. Ne? Nein, nein, nein. Also. Also eben haben wir es schon von der Spitze gesehen. Es im Ganzen zu erfassen, ist einfach unheimlich schwer. Wir sind von da gekommen. Da haben wir einmal vorne vor die Spitze gefilmt. Das ist natürlich so die typische Schielerhaus-Ansicht. Aber wenn ihr euch das mal anseht, hier, also gerade oben diese geschwungenen Linien, diese Balkone da oben. Ja. Wir haben also quasi ein Staffeldach obendrauf. Ne? Die Gebäude, die damals an der Mönckebergstraße gebaut wurden, die ersten Kontorhäuser, die haben teilweise Spitzgiebel und Spitzdächer gehabt. Hier ist man dazu übergegangen, Staffeldach zu machen. Hat auch einen Hintergrund teilweise bei diesen Gebäuden, die man hier sieht. Viele davon haben Staffeldächer. Man wollte das Sonnenlicht aus den Straßen nicht so sehr verbannen. Und deswegen hat man den oberen Bereich des Gebäudes so ein bisschen verjüngt, als Staffeldach gebaut. Ja, dieses Gebäude
ist im Prinzip das Meisterstück von Fritz Höger im Auftrag von Herrn Harry Baron Sloman. Das war der Großneffe von Herrn Miles Sloman, dem die Reederei gehörte. Da gibt es ja auch ein Sloman-Haus. Ja, möchtest du? Wollen wir das einschieben? Ja, ich habe, ist jetzt nicht direkt Teil des Walks hier, weil das einfach wäre jetzt sehr weit zu laufen. Genau. Aber das Sloman-Haus ist in der Nähe von den Landungsbrücken am Baumwall und sehr charakteristisch. Und da haben wir auch einmal kurz reingefilmt. Das spiele ich auch mal ein. Ja, das Sloman-Haus hat halt eine grandiose Empfangshalle. Da kann man halt auch sehen, wie detailliert und mit wie viel Liebe zum Detail halt da gearbeitet wurde. Das Sloman-Haus gehört der Reederei Sloman. Der Schielerhausbesitzer, der Harry Baron Sloman, ist nur der Großneffe, hat also mit der Reederei selber nichts zu tun. Aber weil wir gerade da auf der Kante waren am Mittwoch, wollte ich Paddy das ganz gerne zeigen, weil das Oberlicht ist ein Hammer. Wahnsinn, ne? Mit der Hamburger Flagge. Das ist einfach schön. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Da habe ich gesagt, komm Paddy, da müssen wir mal rein. Und dann standen wir vor der Tür. Man muss dann klingeln oder es lässt einen jemand rein. Man muss halt so ein bisschen Glück haben. Aber das wollten wir euch ganz gerne mal ein bisschen zeigen. Weil wir können natürlich auch nicht in jedes Kontorhaus hier reingehen in Hamburg. Das obliegt dann euch, das könnt ihr selber entdecken. Dann habt ihr auch ein bisschen was, wo ihr so die Geschichte selber erleben könnt. Ja, das ist der Eingang vom Sloman-Haus und dann gibt es noch eine Auskunft. Genau. Also wirklich sehr, sehr schön. Zurück zum Schielhaus. Und hier gibt es insgesamt 3 Eingänge oder Portale, wie man es nennt oder wie ich gelernt habe. Portal C, B und A oder A, B und C. Aber wir haben die Videos auch auch rückwärts. Ja. Portal C ist, wir können da ja noch mal hingehen. Ja, wollen wir einfach von vorne starten? Komm, wir machen das Genau, nochmal. wir gehen noch mal ein Dieses kleines Haus, Stück das kann zurück. man ja auch gerne 2, 3, 4, 5, 12 Mal zeigen. Es ist wirklich sehr eindrücklich. Ja, das Meisterstück von Fritz Höger. Im Auftrag von Harry Baron Sloman, der sein Geld in Chile gemacht hat. Und zwar in seinen eigenen Salpeterminen. Harry Baron Sloman hat bei den Minen oder zu den Minen auch immer Orte gebaut, Communities gebaut, wo die Menschen leben konnten, wo Schulen gebaut worden sind, wo Theater gebaut worden sind, wo sie ihrer Religion nachgehen konnten. Nachteil war, Sloman hat sie nur in einer Währung bezahlt, die in diesem Ort angenommen wurde. Deswegen konnten die halt auch keine Werte anhäufen, was dann sicherlich nicht so vorteilhaft ist. Aber der Herr Sloman war der Salpeterkönig von Hamburg, so wurde er genannt, und der reichste Bürger Hamburgs. Wahnsinn. Und hat sich dann mitten in der Inflation und Geldentwertung also ein paar Jahre vor der Wirtschaftskrise, dieses Gebäude hier hingestellt, was auch damals ein Statement war. Deutschland hatte dann 1914, sind wir in den Ersten Weltkrieg eingetreten, haben ihn dann auch verloren. Deswegen haben wir auch einen Großteil unserer Schifffahrt verloren. Ne? Die mussten wir als Reparationszahlung abgeben, also die Schiffe. Und dann kam die Weimarer Republik. Finanziell ging es uns richtig, richtig schlecht. Ja? Und in dieser Zeit hat Herr Sloman sich dieses Gebäude hier hinstellen lassen. Und es war auch als Zeichen des Aufbruchs zu verstehen, als Funke der Hoffnung, dass Deutschland noch jemand ist. Es war letztendlich ein Zeichen an die Welt, dass Deutschland doch noch produktiv sein kann, dass wir imstande sind, große Dinge zu vollbringen. Und das war letztendlich dieses Statement des Gebäudes.
Ne? Ja, das haben Sie sehr gut hinbekommen. Das Ich haben spiele Sie hier gut gerade mal hinbekommen. das Video ein von dem Portal C, C, wo alles so ein bisschen grünlich gehalten ist. Ja, jedes Portal hat seine eigene Farbgebung und auch eigene Materialwahl. Also hier im Messberghof zum Beispiel haben wir ganz viel Travertin und Goldbeschlag. Und hier im Schielerhaus gibt es eben halt verschiedenste Keramiken, die verwendet wurden. Ja, und jetzt sind wir hier im Hof Genau. vom Schielerhaus. Auch hier Das- gibt es einen Innenhof. Das Schielerhaus ist gebaut im Klinkerexpressionismus, auch in Anlehnung der Hannoverschen Schule nach Konrad Wilhelm Haase, woraus sich der Bauschmuck aus dem Baukörper ergeben soll. Und das kann man hier sehr schön sehen, denn der Bauschmuck ist zum großen Teil aus den Klinkern gemacht. Ja? Und hier haben wir eine ähnliche Ansicht wie im Sprinkenhof, nur dass es hier wirklich ganz rechteckig ist. Im Sprinkenhof haben wir ja noch diesen einen Vorbau. Ne? Ich kriege es Richtig. jetzt irgendwie nicht geregelt, die Kamera gerade auszurichten. Wobei das hier generell etwas einfacher ist als im Sprinkenhof, weil im Sprinkenhof ist der Boden nochmal, Ja. wobei der ist hier auch schief. Okay. Also holt alles raus an Weitwinkel, was ihr habt, legt euch hier auf den Boden. Ja, und Weitwinkel ist auch das, was ihr braucht, wenn ihr Treppenhäuser fotografiert. Das Weitwinkligste, was ihr habt, ist das Beste, was ihr mitbringen könnt. Ja. Wahnsinn. Wahnsinn. Wollen wir noch mal in Eingang B rein? Ja. Also hier in der Mitte von dem Hof, da haben wir einmal zur einen Seite das Portal B und das spiele ich jetzt mal ein. Ja, man hat dann auf dem ersten Zwischengeschoss hat man auch Sitzgelegenheiten gebaut, auch aus gutem Grund, denn man wollte, dass sich die Mieter treffen können und austauschen können. Guck mal, und Dafür ist das jetzt gebaut siehst du worden. gleich das, was ich vorhin meinte mit den schmalen Aufgängen. Also ich fand hier, das ist alles sehr großzügig. Ja. Und dann hast du aber seitlich so relativ enge Treppenaufgänge. Ja, weißt du, warum das so war? Nee, also ich dachte eigentlich, weil du hattest das vorhin erwähnt, das Mhm. mit den Treppenaufgängen, aber sag mal warum. Alles das, was nicht im Sichtbereich des Eingangsbereiches ist, ist Sache des Mieters. Und das ist alles viel, viel einfacher gehalten als die Bereiche im unteren Teil. Ne? Also hier hast du jetzt auch eine andere Fliese an der Wand. Du hast hier keine Sitzgelegenheiten mehr. Das ist alles deutlich reduzierter. Die Schreibstuben, also die Großraumbüros, waren auch nicht ergonomisch oder irgendwie sowas, was wir heute so kennen, sondern das war einfach nur praktisch, das war auf Arbeit ausgelegt und auf Effizienz, aber nicht auf schön. Also das heißt, sie haben eine tolle Eingangshalle gebaut Ja. und dann alles, was danach kam, war dann doch deutlich Ein- reduziert. Ganz einfach gehalten, bis auf natürlich Geschäftsräume oder Geschäftsführungsräume oder sowas. Ne? Die waren dann schon ein bisschen spezieller dekoriert oder halt auch ausgestattet. Aber das war auch alles Sache des Mieters dann. Das hat nicht mehr der Eigentümer des Hauses gemacht. Ja. Guck mal, und Sandra schreibt es auch gerade, obwohl es einfach gehaltener ist, ist es immer noch unglaublich. Ja, ist Also irre, das, oder? das, Ja, was ja. sie früher als einfach bezeichnet haben, das wäre heute höchste Baukunst, die einfach nicht mehr Ja. zelebriert wird. Ja, und diesen Platz der Treppenhäuser, die ja teilweise verschwenderisch groß sind, das macht man heute auch kaum noch. Ne? Ja. Ja, Vorne aber- an der Spitze des Gebäudes gibt es auch noch was zu sehen. Da können wir vielleicht auf dem Rückweg nochmal quasi die Großansicht zeigen. Dann komme ich da nochmal drauf zu und kann das gerne nochmal erklären. Henry Sloman hat, bevor dieses Haus gebaut worden ist, bei anderen Baustellen, die insolvent waren oder wo es nicht so richtig voranging, die Klinker aufgekauft. Ah, okay. Und hatte die Klinker schon da. 4,8 Millionen sind hier insgesamt verbaut, bevor der Baubeginn überhaupt war. Und Fritz Höger ist wohl zu dieser Baustelle gekommen, bevor der Aushub angefangen hat und hat gesagt, was soll ich mit dem Dreck denn machen? Und ich muss sagen, also Oh, aus jetzt- dem Dreck hat er was gemacht. Jetzt ruckelt es gerade. Ich habe gerade, bei dem Video habe ich gerade etwas Probleme. Keine Ahnung, was ich da jetzt kaputt gemacht habe. Dann warten wir noch mal.
kann ich gleich noch mal probieren, aber irgendwas war da gerade kaputt. Vielleicht, es könnte sein, dass ich das in einer zu hohen Auflösung versehentlich gespeichert habe. Schielehaus A. Ja, diese Bögen, durch die wir hier laufen im Übrigen, sind abgenommen, also übernommen sozusagen von der Gestaltung her von dem Wohnhaus von Herrn Sloman. Herr Sloman wollte ganz gerne, dass der Bogen über seinem Eingangsbereich bei seinem Wohnhaus auch aufgenommen wird im Schielehaus. Natürlich voluminöser, größer, ne? Aber diese Art von Türbogen soll über der Tür des Wohnhauses von Herrn Sloman sich befunden haben. Ich probiere noch einmal das Video, ob das so. Nee, das ruckelt leider. Ich nehme an, dass es mein Fehler ist und ich das im falschen Format abgespeichert habe. Man muss die nämlich, damit ich die hier einspielen kann, muss man die etwas runter konvertieren. Und ich fürchte, das hat Paddy verbockt jetzt. Oh, naja, das kann passieren. Ist aber, also wir haben ja jetzt 2 vom Schielehaus gesehen, Ja. ist ähnlich, halt ein bisschen anders von der Farbgebung Genau, auch. das ist dann eher Terrakotta-lastig, glasierter Terrakotta. Und die Treppenaufgänge oder der Treppenaufgang, der erste Absatz oben ist dann eher glasiert schwarz gehalten. Ne? Du wolltest doch mal auf irgendeine Spitze. Ja, Ach so, vorne auf die, wo wir am Gebäudespitze. Anfang waren. Ich wollte Ne? das Also jetzt es noch mal gibt hier immer von mal der wieder Seite zeigen. Hinweise, wie bei den anderen Kontorhäusern auch, auf den Bauherrn. Also Schielehaus ist ja nicht umsonst Schielehaus benannt, weil der Herr hat nämlich sein Geld ja in Chile gemacht.
So. Ich glaube, wir kommen wieder. So. Ich glaube, wir sind wieder da. Und jetzt kommen wir auch wieder hoch mit der Bitrate. Na, Keine Ahnung, was da passiert ist. Da muss ich irgendwas verschluckt haben. oder kann das an dem Video gelegen haben, dass es ab dem Moment irgendwie Das kann ein sein, Problem das gab? Video, was ich versucht habe einzuspielen. Das ist Leute, klar. wo sind wir denn eigentlich ausgestiegen? Müssen wir noch mal ein kleines Stück zurück? Ja, sag mal gerne. Dann Also wir wiederholen sind ja von da hinten gekommen. Und Ich glaube, wir könnten ab dem Moment, wo wir auf die beiden Portale eingegangen sind, also die Eingangsbögen, das könnte sein, dass es ab da gehakt hat, weil da hattest du ja zweimal hintereinander versucht, das Video abzuspielen. ja, ich denke auch, dass es ab Dann da. fangen wir ab da nochmal an. Ach komm, Ja. dann erzähle ich das nochmal. Ja. Ist doch kein Problem. Wir liefern nach. Habe ich leider zu spät gemerkt, dass wir da ausgestiegen sind. Am Bogen, sagt hier auch noch mal der Ja, Postbüttel. okay. Ja. Dann sind wir gleich wieder am Bogen. Das ist schön, dann können wir das Haus nochmal zeigen. Ich finde Ja, dann- nämlich die Spiegelung der Sonne auf dem Gebäude auch gerade schön. Also von daher passt Dann hat das hervorragend. tatsächlich das eine Video kaputt gemacht, was ich verbockt habe. Na, du Paddy, passiert. Ist nicht schlimm. Du, ich bin da mittlerweile. Aber dann habt ihr ja auch die ganzen Danksagungen nicht mitbekommen. Ich habe noch mal Danke gesagt für alle, die gespendet haben eben. Mensch! Dann machen wir gleich noch mal eine Runde. Ja, Die möchte erst wiederholen mal wir alle Danke noch sagen. mal. Und dann sage ich was zum Türbogen. Komm, dann hau ich noch mal die Ja. ganzen Dankeschön Und raus. ich zeige hier noch mal ein Das bisschen muss Chile-Haus hier. einfach sein. Ich mache es ein bisschen schneller, aber es muss einfach sein. Der Stefan war das mit 5 Euro. Andreas 20 Euro. Die Petra mit 5 Euro. Danke, ihr Lieben. Der Günther mit 12,34. 5 verschenkte Mitgliedschaften von Newman. Ingrid Skalski mit 10 Euro. Superchat. Tati und Michi lassen auch 10 Euro da. Panda Mausi im 5. Monat bei Twitch dabei. Herzlichen Dank. 5 Euro kommen nochmal anonym per PayPal. Pirata Berni mit 2 Euro Superchat. Kölner Kai 5 Euro. Mirko G 3,50 Euro. Angelika Sommerfeld mit 3 Euro Superchat. 5 Euro Superchat von Volkert und 5 Euro von Uwe. Dann Da Meinert ist 12 Monate schon dabei. Dankeschön. Birgit Nacken mit 2,49 Euro. Sascha ist seit 3 Monaten auf dem Fischmarkt. Herzlichen Dank. Und Dirk Kochanski ist jetzt neu auf dem Fischmarkt dabei. Außerdem lässt Knurek noch 2,49 Superchat da. Herzlichen Dank, ihr Lieben. Ganz toll, dass ihr den Kanal so sehr unterstützt. So, jetzt muss ich einmal. Jetzt kannst du eigentlich über den Bogen noch mal was erzählen. Also ich glaube, ab dem Moment, wo du Portal A abspielen wolltest, war er ausgestiegen. Das habe Ja, ich so das denke ich verstanden. auch. Also haben wir das mit den 4,8 Millionen Klinkern und so, das haben wir erzählt. Das habt ihr sicherlich auch gehört. So, und jetzt geht es um diesen Bogen. Den Bogen, den ihr hier seht, wo der Schriftzug Chile-Haus drüber steht. Der ist quasi inspiriert von dem Bogen, der auch über der Eingangstür von Herrn Slomans eigenem Wohnhaus war. Natürlich in der Dimension deutlich kleiner, aber er hat seinem Architekten gesagt, ich möchte gerne, dass der Türbogen über meinem Haus sich auch in dem Gebäude wiederfindet. Und um überhaupt das Gebäude in dieser Größe bauen zu können und auch vorne die Spitze bauen zu können, hat Herr Sloman noch zusätzliche Grundstücke dazu gekauft von der Stadt Hamburg. Die hatte ihm dann gesagt, ja Mensch, also wenn du so viel Grundstücke kaufst, dann hätten wir aber auch ganz gerne, dass du noch ein paar Wohnungen baust. Davon hat er sich freigekauft und musste dann nur noch 30 Wohnungen in dieses Gebäude bauen und sie für 10 Jahre vermieten. Das ist dann auch irgendwann ausgelaufen. Also er hatte halt eine Auflage bekommen aufgrund der großen Flächen, die er da bebaut, dass er auch Wohnraum zur Verfügung stellen wollte oder musste. Wollte er nämlich nicht und hat sich davon größtenteils freigekauft.
Ja, die Klinker, die wir hier sehen, können wir gleich hier vorne noch mal gucken. Ja, wir können jetzt wieder nach vorne gehen, da wo wir eben ausgestiegen sind. Ich glaube, ich habe mich auch so langsam sortiert und die Technik auch wieder im Griff. Sehr schön. Dann kann ich nochmal Danke an Sven sagen, der seit 6 Monaten dabei ist. Der Freddy ist seit 11 Monaten dabei. Mike lässt nochmal 11,99 da. Danke Mike. Ralle24, 20 Euro Superchat. Mensch, ihr seid echt klasse, Leute. Danke, danke, danke. Pagoro im 2. Monat mit dem Prime Sub. Catherine oder Kat Erine, 2 Euro Superchat. Danke dir. Und der Mirko feiert auch Einjähriges. Danke, ihr Lieben. So, jetzt gehen wir noch mal auf die Spitze, oder? Wir gehen jetzt auf die Spitze. Wir gucken uns auch gleich noch mal Portal C an. Es gibt ja auch immer mal wieder Hinweise auf die Schifffahrt hier in diesem Gebäude. Das kommt nicht von ungefähr, denn der Salpeter musste ja auch irgendwie transportiert werden. Und das wurde er per Schiff. Und deswegen finden wir hier auch immer wieder ja, Bezüge auf die Schifffahrt. Hier zum Beispiel mit so einer Hamburger Kocke. Auch schön. Ne? Am Portal C, da waren wir mit euch ja schon gemeinsam jetzt drin. Das hat funktioniert, das habt ihr gesehen. Portal A auch. Nee, Portal B hatten Sie gesehen. Portal Portal G, A hat das ist leider ja- nicht funktioniert. Ist ja wie Portal. Mit Portal A habe ich alles kaputt gemacht. Und wenn ihr euch die Steine hier mal anschaut, das sieht man im Innenhof noch ein bisschen schöner. Die sind alle so ein bisschen kruppelig und nicht so glatt. Ne? Jeder Stein ein Unikat. Ja, so ungefähr. Das ist nämlich gewollt. Aha. Fritz Höger hat ganz, ganz viele Ausschusssteine gekauft. Ja, also wie gesagt, im Innenbereich seht ihr es auch noch ganz schön, weil er wollte, dass das Gebäude ein bisschen organischer wird, ein bisschen leichter wirkt und trotz seiner ganzen aufgrund seiner Größe, also aufgrund seiner monumentalen Größe und Erscheinung, trotzdem ein bisschen Leichtigkeit bekommt. Und deswegen sieht man das hier auch ganz schön, so wie halt auch im Innenbereich, ja, also in dem Hof, wo wir eben waren, dass die Steine alle etwas ungleichmäßig sind. Und er sagte, er hat dazu mal einen Bericht verfasst, dass diese Steine eigentlich bestenfalls für eine Schweinekarte bzw. für einen Fußboden gedacht gewesen wären oder nutzbar gewesen wären, aber nicht für ein Gebäude. Aber ich finde, dadurch, dass er das halt in das Gebäude eingebaut hat, wirkt es eben halt nicht ganz so perfekt. Und das ist schön. Also Ja, ich vor allem gerade wenn man ein paar Schritte zurückgeht, dann sieht es Ja. halt sehr toll aus. Und Ne? auch wenn sich das Licht darauf dann bricht und so, hat halt was anderes. Ne? Hier kann man auch noch mal ganz schön sehen, wir haben hier so Ornamente, so Schmuckornamente in der Wand. Wenn ihr in die Portale geht, dann findet ihr diese Schmuckornamente auch im Innenraum wieder. Ne? Vielleicht ein bisschen anders gemacht, aber generell findet sich das an den Gebäuden immer wieder. Ich muss dich schon mal vorwarnen, wir haben nur noch rund 10% Akku. Wir sind auch gleich fertig. Das passt ganz gut, aber man merkt die Temperaturen dann doch Ja. bei den Aber Akkus. ist ja geil, wir haben also den Akku leer gespielt mit unserem Stream. Wir haben den Akku gleich leer gespielt. Ja. Also es reicht noch, du brauchst dich jetzt nicht hetzen. Also alles easy, nur Das Gebäude selber ist auch einem Schiffskörper nachempfunden. Wir haben hier vorne als Galionsfigur den Antenkondor. Der Antenkondor ist im Übrigen das Wappentier von Chile. Also wieder ein Hinweis auf Chile und Salpeter. Ja. Die Verzierung der beiden Pavillons hier vorne, wenn man das mit etwas Abstand sieht, dann könnte man auch denken, das wäre ein bisschen Gischt, was sich vorne am Schiffsbug bricht. Ist also gewollt. jetzt, wo du es sagst, Ne? Also mir war doch so, dass das vielleicht Gischt als ist. alter Schiffsfahrer. Ne? Nee, also es soll tatsächlich so ein bisschen das andeuten. Ihr könnt das hier vielleicht oben sehen, wir haben überall zwischen den Fenstern haben wir die Säulen. Die Säulen zwischen den Fenstern sind so ein bisschen versteckt hinter gedrehten Ziegeln. Ne? Das hat man ganz bewusst so gemacht,
Denn wenn man jetzt hier sich die Länge anschaut des Gebäudes aus unserer Perspektive, dann sieht es so aus, als wenn das ein ebener Baukörper wäre. Die ganzen Fenster verschwinden quasi hinter den kleinen gedrehten Säulen. Ne? Auch eine Ja, tatsächlich. Erst wenn man jetzt Eigenart. natürlich weitergeht, kommen irgendwann die Fenster zum Vorschein. Na, jetzt kommen sie hier so langsam. Ja. Aber wenn ich weiter nach rechts gehe, ist das halt einfach eine Front. Geil. Ja, alles so kleine, feine Details. Ne? Achtung, hinter dir, Bordstein. Oh ja. Man soll nicht mit Kamera rückwärts gehen. Apropos rückwärts gehen, wollen wir noch mal zum Abschluss ein bisschen Abstand und Ja. dann noch mal aufs Schielerhaus im Ganzen gucken? Gerne. Und im Übrigen kleiner Fun-Fact, damit die Spitze so gebaut werden konnte, also erstmal wurden ja die Grundstücke gekauft. Fritz Schumacher war damals Oberbaudirektor, hat ja auch maßgeblich zur Struktur der Mönckebergstraße beigetragen, war auch ein großer Klinker-Fan, genauso wie Fritz Höger. Warum wir Klinker haben, habe ich ja erklärt. Und dann haben wir eben halt Architekten gehabt, die dem Klinker sehr zugetan waren. Und Fritz Höger hat hier die Straßenführung extra geändert, damit das Gebäude überhaupt so gebaut werden konnte. Also da kann man dann vielleicht erahnen, was für einen Stellenwert das Schielehaus damals schon gehabt hat. Ben, wir sind jetzt tatsächlich kurz vorm Exitus. Die letzten Prozent Ja. halten immer nicht ganz so lange. Dann sagen wir auch Wir Wiedersehen. sind bei 5% Akku und Ah, geil, wir haben es geschafft. das kann jeden Moment leider in die Hose gehen. Dann würde ich sagen, Von mit daher, dem schönen Licht auf dem Mit Schielehaus. dem schönen Licht, warte mal, ich muss noch einmal ganz schnell reingucken. Also wir haben auf jeden Fall noch den Danny mit 5 Euro. Dankeschön, Michael G. 10 Euro. Asterix ist nochmal 2 Euro da. Ute auch nochmal 5 Euro. Dankeschön. Ralf H. auch nochmal 10 Euro. Ja, ihr Lieben, Mensch, also ich fand das richtig beeindruckend. Ich fand das super interessant, vor allem sehr gut vorgetragen. Also Ben, ich würde sagen 1+ mit Sternchen Ach, danke. und Sahne obendrauf. Oh. Ja, Ja. dann bin ich zufrieden heute. Also Ben könnt ihr ja auch auf Instagram folgen. Ich glaube, den Link haben wir ein paar Mal gepostet auch. Ja, vielen, vielen Dank, dass ihr alle dabei wart. Ich muss das jetzt leider etwas beschleunigen, weil Ja, der Akku ist hier gleich... vollkommen in Ordnung. Wir kommen sonst auch von Höchstchen Ein auf Stöckchen. herzliches Also, Dankeschön euch allen, dass ihr dabei wart. Danke vor allem für die ganze Unterstützung in Form von Spenden und Mitgliedschaften, Bits und Subs. Und in diesem Sinne, habt noch einen schönen Sonntag. Macht's gut, ihr Lieben. Tschüss, tschüss. War mir eine Freude. Hältst du einmal? Dann Aber selbstverständlich. gucke ich gerne. mal, dass ich hier das Outro gestartet bekomme.